Und die DNA ist ein Speicherplatz, sage ich jetzt mal, für unseren Generationen, für unseren Ahnen. Mindestens 7 Generationen zurück. Dann haben wir die Geister hergerufen und die kamen tatsächlich, nur haben wir sie manchmal auch vergessen wegzuschicken. Einer muss bezahlen, weil das Universum ist immer in Balance. Es muss null auf null sein. Entweder zahlst du für das, was du verbockt hast, selbst oder deine Ahnen zahlen dafür. Und im Moment zahlen wir halt für die anderen. Hier sind 3 Punkte, die auf einen Schlag geheilt werden können. Und das ist Quantenheilung. Willkommen bei der Oliver Schirach Show, dem Podcast oder einem der vielen Podcasts über Spiritualität, das Übernatürliche, NATO, was habe ich alles? Hast du Körpererfahrung, Body, Mind, Soul, also Körper, Geist, Heilung und all diese tollen Geschichten, Wissenschaften, Quantumphysik und Quantumheilung. Und ja, heute haben wir Irene Gonsior oder Gonsior, das musst du mir dann sagen, wie man das richtig ausspricht, auf der anderen Seite. Und wir werden heute über ihren Werdegang und ihre Arbeit sprechen. Willkommen, Irene. Dankeschön. Hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und wie sagt man jetzt seinen Namen? Irene Gonsior oder Gonsior? Oder? Gonsior. Und woher kommst du? Ich bin in Russland geboren. Privet. Mit Privet. Aha. Mit fast 14 sind wir wieder, oder was heißt wieder, sind wir nach Deutschland ausgereist. Und genau, und seitdem sind wir hier. Ja. Und wo in Deutschland? Süddeutschland, am Bodensee. Fast in der Schweiz. Also falls hier jemand zuschaut, Bodensee-Region, genau, sind wir Ja, auch. das so. Das schöne Ja, Süden. Deutschland, Österreich, Schweiz, diese Region da. Ja, so die Ecke, genau. Ja, Genau. super. Und wir hatten vor einem Monat gesprochen, als ich noch in Indien war, für meine Reinigung, Heilung, ayurvedische. Und jetzt sind wir hier. Und wenn wir das Video von Wenke aufgeladen haben, das ist alles so eine Serie mit dir und auch mit Eva, 3 Leute. Ja, Und die arbeiten alle ja, mit Quantumheilung in irgendeiner Form. ja. Und wie bist du dazu gekommen, dein persönlicher Weg, der dich zu dieser Arbeit geführt hat? Ja, da muss ich wirklich ganz weit ausholen, glaube ich. Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten, dass nicht zu langweilig wird. Also ich habe in der Kindheit, glaube ich, schon Sachen wahrgenommen, schon gesehen und gewusst, dass da etwas gibt, was die anderen eben nicht sehen oder nicht fühlen. Und somit haben wir mit meinen Cousinen, glaube ich, waren das nur Mädchen, damals schon, ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, 11, 12 vielleicht, haben wir schon so ein bisschen Rituale gemacht und verschiedene, naja, so interessant, ja, Rituale kann man sagen, haben wir gemacht, mit Spiegel, dann mit Löffel und Zeitung. Dann haben wir die Geister hergerufen und die kamen tatsächlich, nur haben wir sie manchmal auch vergessen wegzuschicken, das haben wir dann auch gemerkt. Also haben wir schon so Sachen getrieben, bis wir erwischt wurden. Okay, also Dann wurde das, wie kommt man mit, das heißt, du hast 11, 12 Jahren, wie kommt man dazu, ja, Rituale zu machen, um Geister herzuholen? Ist das etwas Normales in das, Russland oder? nee, das ist überhaupt nicht normal. Deswegen gesagt, was ist schon normal? Wahrscheinlich ist das genau das. Ich war damals schon nicht normal, ja. Nein, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, wie das entstanden ist. Aber wir haben das gemacht und ich weiß noch, im Zimmer von meiner Cousine, und meine Cousine ist 7 Jahre älter als ich, die Älteste, und sie war aber gar nicht anwesend. Aber wir haben das alles in ihrem Zimmer gemacht. Und mit Spiegel und mit Kerzen und das war manchmal wirklich, haben wir uns schon auch erschrocken, weil es ist einfach etwas passiert. Wie wir auf die Idee gekommen sind, keine Ahnung, aber wir Also haben da es war, gemacht. Es war also da war spannend. keine Großmutter oder Großvater, Onkel, ein Bu, Mhm.
eine Geschichte in der Schule, nichts, das. Und Mhm. Mhm. was ist das von dieser Zeit, was ist das spannendste Erlebnis? Also wenn nicht das schönste oder das überraschendste Erlebnis, an das du dich noch erinnern kannst? In dieser Konstellation mit Geister Von herrufen dazu und mal so. als Kind. Mhm. Also das Interessante war, dass wir zum Beispiel die Geister gerufen haben, die aber nicht also weggeschickt haben, wieder mit einem Ritual, weil das macht man ja. Woher wir dieses Wissen hatten, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Von meiner Cousine, die Großmutter, die war sehr gläubig. Und in Russland gibt es ja viele Ikonen in der russischen Kirche, in der orthodoxen Kirche. Und ich weiß noch, im Haus waren mega, mega viele Ikonen. Und aber die Geister haben wir gespürt, weil die sind, ja, so wie es halt klingt, regelrecht auf uns gesessen. Und das hast du halt gemerkt, ja. Und das kenne ich jetzt, wie das ist aus dem Erwachsenen, wo ich jetzt bewusst mich damit beschäftige, weiß ich, dass es definitiv nur das war. Und dann haben wir uns schon auch Also erschrocken. gesessen. Klar, und dann haben wir, ja, du hast Gewicht gespürt auf dir im Schlaf. Genau, also es ist nicht ungefährlich, ja. Also man sollte schon wissen, was man macht. Nur in dem Alter wussten wir nicht wirklich, was wir machen. Wir wollten nur experimentieren und uns ausprobieren. Das war unser Aber Schlimmes Ziel. ist nichts passiert. Also irgendwie krank Nein, geworden es ist oder Gott so sei Dank, verletzt. nee, gar nicht. Gar nicht. Also Gott sei Dank, es ist keiner krank geworden, es wurde keiner verletzt, es ist nichts Großes passiert. Wir sind halt mit dem Schrecken davongekommen. Klar haben wir dann wieder Rituale mit Kerzen und Gebeten und alles wieder zurück auf den Ursprung. Aber du hast mir jetzt wirklich eine gute Frage gestellt. Woher kam das? Ich weiß nur, dass es so war, aber woher, das weiß ich nicht. Da müsste ich recherchieren, glaube ich. Da muss ich meine Cousinen mal Das, fragen, das könnte, ob sie das noch das kann wissen. interessant Das sein. ist Ja, das spannend. ist etwas, das Ja, du bewusst, unterbewusst vergessen hast. wahrscheinlich. Aber interessant. Oder unterbewusst mich daran erinnert habe Aha, dass damals. du einfach also glaubst du an vergangenes Weil Leben aus oder? früherer Erfahrung, genau, aus früherem Leben, aus früherer Erfahrung, dass es irgendwann mal dann kam. Wenn wir schon bei diesem frühen Leben sind, hast du eine Erfahrung gemacht über vergangene Leben, etwas wiedererkennt, das du in alten Leben gemacht hast oder jetzt auflösen kannst? Hast du das auch schon erlebt? Also in dem Alter noch Aber nicht. jetzt mal, ich meine jetzt, Ich wo weiß, du jetzt, im Allgemeinen ja. Im Allgemeinen habe ich jetzt viele Situationen gehabt, die ganz stark darauf hingedeutet haben aus meinem Leben, dass es was mit dem früheren Leben zu tun hatte. Ich konnte sehr, sehr lange Zeit nicht schwimmen. Ich war ein absoluter Nichtschwimmer. Ich war schon erwachsen, als ich das gelernt habe. Und bis dahin bin ich 3-mal fast ertrunken. okay. Einmal davon in Russland und zweimal hier einmal, ja, in Deutschland im Schwimmbad sogar, haben sie mich rausgezogen. Und das eine Mal war es, weiß ich noch, Fuerteventura, Ozean, und das war im Jahr 99. Das war da, wo Riesenspektakel mit diesem Sonnenfinsternis war. Und da war das Ozean außer Rang und Bang. Und also da ging echt die Post ab. Und da haben die mich rausgezogen an den Haaren aus dem Also, Wasser. Also es war nie mehr witzig. witzig. Wieso das? Also warst du bewusstlos oder? Ja, ich kam nicht mehr zurecht. Nein, ich kam nicht mehr zurecht. Ich hatte keinen Boden mehr unter den Füßen gehabt und ich konnte, wie gesagt, auch nicht schwimmen. Der Wind hat die Rufe weggeweht in eine komplett andere Richtung. Ich weiß noch, ich war damals mit meinem Freund da, also mit dem Partner. Und eigentlich haben wir uns an den Händen gehalten, dadurch, dass ich nicht schwimmen kann und nicht Wellen reiten wollte, aber mich dazu doch überreden habe lassen mit diesem Ergebnis. Und dann irgendein Surfer hat mich dann irgendwann rausgefischt da aus dem Wasser. Okay. Und wieso hattest du dieses Schwimmproblem? Also was war der Ursprung? Also es gab eigentlich keinen richtigen Grund. Ich habe es halt einfach nicht zeitig gelernt. Meine Mama hat wirklich hier in Deutschland erst schwimmen gelernt. Und wir hatten zum Beispiel in Russland keine Möglichkeit für das gehabt. Da waren zwar Seen, ich weiß nicht, das war so eine Styroporplatte, die als
naja, als Hilfe, Schwimmhilfe dienen sollte. Nur die hat sich dann umgedreht und ich Ja, geflogen. war weg zur Seite, weggeflogen. Naja, und ich war dann, naja, ohne meine Styroporplatte unter Wasser. Ging ganz schnell. Oje. Aber eben, das Mhm. hat keinen Bezug auf ein vergangenes Leben oder irgendetwas. Nein. Also Bezug dadurch hatte ich nicht. Aber die Erinnerung danach, die kam durch die Aufstellungen, durch die Quantenfeldarbeit. Da hat sich sehr, sehr viel gezeigt. Sehr viel gezeigt. Aus früherem Leben hat sich viel gezeigt. Es hat sich mit Wasser was gezeigt, dass ich tatsächlich auch mal ertrunken Aha. bin. Tatsächlich war diese Erfahrung im früheren Leben. Ähm, genau. Okay, das heißt, du hattest etwas in deinem System, das dich Ja, zurückgehalten hat. das gespeichert Angst mal. vorm Wasser, weil du ertrunken Ja, bist. Angst vor Wasser. Angst vor Wasser. Und wie hast du das, also du hast das dann mit Quantenfeldarbeit und Aufstellungen gelöst, dass du dann diese Energien hast du das selber dann gemerkt? Das habe ich später herausgefunden, dass das der Grund war. Und Ja, dass diese Erfahrung wohl aus dem früheren Leben stammt und möglicherweise ich deswegen auch nicht rechtzeitig schwimmen gelernt habe und auch die Angst vom Wasser, nicht schwimmen können und immer wieder diese Signale rausziehen, Wasser tunken, rausziehen. Ja, das war immer präsent. Also 3-mal. Ich war irgendwann, da habe ich mir gesagt, entweder versäufst nächstes Mal oder du lernst jetzt schwimmen. aha. Und Und dann habe ich mich fürs Schwimmen entschieden. Aber heute kann ich bin jetzt kein Superschwimmer, also ich schwimme jetzt da sicher nicht ins freie Meer hinaus, aber ich kann schon okay. schwimmen. Aber diese Lösung war mehr eine mentale Lösung, dass du gesagt hast, jetzt muss ich es lernen. Das war mir eine Das war nicht mentale etwas Lösung. energetische Arbeit und dann hast du plötzlich gemerkt, jetzt habe ich Lust zum Schwimmen. Irgendwie Mhm. bin ich freier im Wasser und habe keine Angst mehr. Da noch nicht. Da noch nicht. Okay, aber Das das kam kam später. später, dann eben auch durch diese Aufstellung Quanten. Und jetzt fühlst du dich frei im Genau. Wasser. Du hast keine Angst. Ich habe keine Angst vom Ja, Wasser. okay. Bei mir ist die Angst vom Wasser, ich glaube, das ist der weiße Hai. Ich hätte das nicht schauen sollen. Und Ja? irgendwelche Horrorkrokodile. Oder, Oder was? oder wurde es mal vom Hai gefressen? Ja, so viele Menschen werden ja vom Hai nicht gefressen pro Jahr. Das ist ja auch wieder bewiesen. Nein, Wir nein, sind, nein. wir sind ja eigentlich gefährlicher Ja, für den ja. Menschen, als der Hai für den Menschen ist. Aber ich habe das, Ja, ich war, glaube ich, 10, 11, 12 Jahre alt, glaube ich, ja mein gut, Kollege das hat ist klar. da, keine Ahnung, der wollte einfach Horrorfilme schauen. Ich habe mich überreden lassen. Also, und da habe ich da weiße Hai gesehen und irgend so das Mhm. Horrorkrokodil. Und wenn ich Mhm. jetzt im offenen Meer bin, da habe ich schon ein schlechtes Gefühl. Also ich kann schwimmen, ich kann tauchen, ich Ja. liebe das alles. Aber im offenen Meer, ich war einmal in Vietnam, auf einem Speedboot Hm. und dann rumgefräst da und da waren 3 Inseln und irgendwie mit drin sind wir vom Jetski runtergefallen und da hatte ich schon ein Herzpoppern, weil das ist einfach tiefblau und geht runter und du siehst nicht, was da ist. Mhm. Aber diese Angst kann man auflösen zum Ja, Beispiel, ja? es hindert mich ab und zu, obwohl, auch im See, schon nur im tiefen See zu schwimmen, da ist ja kein Haifisch. Und auch kein Krokodil. Ne, Im Bodensee gibt es keine ja. Krokodile, soviel ich weiß. Aber keine Ne, Anacondas. ne, ne. Ne, Gott sei Ja, Dank nicht. also lassen wir das mal mit dem Schwimmen, aber das heißt, dass du Mhm. hattest Erfahrungen im Leben, hast gemerkt, da ist etwas, gelernt und dann später herausgefunden, da war wirklich eine hängende Energieblockade. Ähm, Das war mir Bestätigung für das, was ich gedacht habe. Und das war immer wieder. Ja, das war immer dann war das gelöst, dann habe ich gesagt: „Aha, siehst, habe ich doch recht gehabt." Und immer das war immer so 'ne bestätigt. Weißt du, wie so Kapitel abgehakt, also bestätigt, ja? Und so war das bei mir. hast du Mhm. auch noch etwas anderes, was so bestätigt wurde? Eine andere Blockade?
Blockade jetzt nicht, aber vielleicht ein besonderes Interesse, ja? Man sagt ja, wenn man bestimmte Filme schaut und auf die zum Beispiel, reagiert, ja, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es vielleicht mit deinem System zusammenhängt, also aus deinem Leben, frühere Erfahrungen, diese Reinkarnationen und oder Ahnengeschichte dahinter steht, ja? Also etwas, wo der Körper, nicht nur der Körper, sondern das System mit Emotionen darauf reagiert, weil es ihm bekannt vorkommt. Und das ist aber meistens nicht aus Erzählungen, sondern aus eigener Erfahrung reagiert der Körper, weil das ganze Wissen ist ja in diesem Quantenfeld, in unserem Energiefeld, in dem riesigen gespeichert und auch in unserem Körper. Okay. Und daher kommt dann diese ganze Erinnerung. Ja. Okay, ich sehe, wir gehen super schnell tief. Ich versuche diesen Gedanken hier zu halten, weil ich habe ja mal versucht, Mhm. eine Struktur zu bauen für mich, damit ich nicht in alle Richtungen. Also das heißt, zuerst Ja. eben persönlich möchte ich dich, gehen wir noch etwas mehr in das Persönliche, dann in das Verständnis, Mhm. was die Arbeit ist. Dann gehen wir tiefer, weil Okay. du gehst jetzt schon tiefer. Und dann möchten wir das Wissen, die Weisheit zusammennehmen und etwas Tipps und Tricks geben, also etwas für die Transformation für die Mithörer. Und am Ja. Schluss einfach nochmal das Ganze reflektieren, Reflexion, Inspiration, zusammenfassen Ja. vielleicht. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Also wir sind eigentlich immer noch Okay. bei, wer bist du, woher kommst du? Jetzt wissen wir, du hast das Okay. 10, 11, 12-jähriges Mädchen in Russland mit Spiegel und Löffel und Kerzen und so weiter, so typisch Ouija-Board vielleicht, auch noch mit Zahlen und so gearbeitet, oder? Nee, Das das nicht. nicht. Und Ne, das du hast auch in deinem Leben diese verschiedenen, ja, eben Blockaden und, wie sagst du, Interessen, Muster kennengelernt und gesehen, aha, da war mal was. Ich habe das aber bewusst bearbeitet. Ähm, wie, also du warst so in Russland, kamst mit 14 nach Deutschland. Was hast du immer dann mit Energiearbeit gearbeitet, Quantumheilung, als Heilerin, als Coachin oder hast du etwas anderes gelehrt? Also damals war das ja klar, in dem Alter war das noch nicht so präsent. Und dann sind wir ja nach Deutschland gekommen und da waren sowieso ganz andere Sachen wichtig, wie jetzt die deutsche Sprache lernen, Schule abschließen, Ausbildung, ja. Das hatte natürlich die höchste Priorität. Das heißt, meine Interessen hinsichtlich der Hellsichtigkeit oder diese Mhm. anderen, ja, nicht die normalen, die wurden natürlich an letzte Stelle ganz nach hinten gestellt, weil alles andere hatte jetzt mal Priorität. Ähm, und somit war das ziemlich hinten angestanden. Wobei das aber immer ein Stück weit da war. Also, ich habe deswegen trotzdem mehr gefühlt wie die anderen, mehr wahrgenommen wie die anderen, nur bin ich da nicht tiefer reingegangen. Ja, ich bin da nicht in die Forschung oder in diese herausfinden, was ist das denn wirklich? Ich habe jetzt nicht danach gesucht. Es war einfach so und, ich sollte aber auch nicht zu laut das erzählen, weil das ist ja, Ja, landest sonst noch wo? es gibt eine Okay, Pille, es gibt so eine genau. rote und eine grüne Pille Ne, und auch eine Jacke, die genau, sehr genau, eng 'ne ist. dicke, weiße Jacke, ganz genau. Ja, also, dann hat man sich dann schon ein bisschen zurückgehalten mit dem Ganzen, hat gesagt: „Na ja, gut, es es ist offensichtlich so, dass ich etwas anders bin wie die anderen, aber okay, es ist halt so, lass mal so stehen.“ Und, klar, dann die Ausbildung. Ich bin gelernte zahnmedizinische Fachangestellte, arbeite bis heute noch auf diesem Sollte ich mal Bereich. vorbeikommen? Übrigens sehr spannend. Aha, ja, gerne. Übrigens, das ist total spannend, wenn man das, mit meiner jetzigen Berufung, sage ich jetzt mal, verbinden würde. Das wäre natürlich ein Bombending. Aber gut. Und da weiß ich, da hat mir meine Freundin damals ein Buch gegeben zum Lesen. Und so bin ich das erste Mal wieder in die geistige Welt eingetaucht. Ich war damals 18 vielleicht, 18, 19. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Buch Oh, hieß.
wäre natürlich jetzt interessant. Leider nicht. Nein, wirklich. Das ist schon so lange her, wirklich. Aber ich weiß, ich habe es von ihr gesehen, bekommen. Und ich habe dieses Buch einfach, ich habe das so schnell gelesen, weil das war für mich wie so Was ein dickes, Nahrung. ein dünnes Buch? Nee, kein so ein dickes Buch. Vielleicht, ich weiß nicht, ich müsste mal gucken. Diese Bücher sind halt, die Dicke von könnte sein etwas über 200 Seiten. Also schon so diese Dicke so ungefähr. War kein so besonders dick. Und um was, Und das war mein erstes was handelte das Buch? War es eine An Leben nach dem Leben nach dem Tod. Tod? Leben nach dem Tod, jenseits. Und das war Geschichten von jemandem mit Nahtoderfahrungen oder? Du Wahrscheinlich, weißt nicht mehr das wahrscheinlich. Also Detail, es war, also einfach so grob. ne, Details weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, das war nach dieser Zauberei, Hexerei im Kindheitsalter, habe ich endlich mal ein Buch in den Händen gehabt, was mein meine Erinnerung, würde ich jetzt das so ausdrücken, wieder bestärkt hat, der ein Teil Wahrheit wiedergegeben hat, dass ich nicht unbedingt nicht normal bin, dass mit mir alles okay ist. Ähm, ja, Okay. und da war das erste Mal. Und Aber dennoch war das so ein Thema für sich, wo schon sehr mit Vorsicht, zu behandeln war, weil ich weiß nicht, vor über 20 Jahren, da hat man noch gar nicht so mit das war in dem den in die Öffentlichkeit gegangen, glaube ich. Da war noch ein bisschen zu das früh, war so um glaube die ich. 2000 dann. 2000, Ja, 2005. ja, das war ja, genau. Mhm. Okay, ja, ja, was war das? Ende 90er Jahre hatte ich einen Kollegen, die haben dann mit Pilzen und so weiter ausprobiert und gesehen, wie sie sich dann herausgeflossen sind aus dem Körper in die Wand und so weiter. Das war aber dann alles Psychedelisches. Und weil wir dann immer gelacht haben, nehme ich mal an, hat dieser Kollege nicht weiter berichtet, was er vielleicht sonst noch erlebt hat. Ich Mhm, weiß jetzt, ich mhm, habe leider mhm. mit ihm noch nicht gesprochen seither. Das sind jetzt auch schon Ah, schon okay. 25 Jahre oder länger habe ich diese Person nicht mehr gesehen. Er hat denselben Geburtstag wie ich, dasselbe Hospital, aber ich glaube 6, 7 Stunden Wow. Unterschied. Das heißt, er hat nicht meine Aszendenz. Er sieht auch nicht so stierartig aus wie ich. Also ich bin Aszendent Stier und das ist halt ziemlich materiell, ziemlich massiv. Okay, Und das sehe ich auch. okay. Ähm, aber es nimmt mich wunder, was er so erlebt hat, weil ich habe ja mit vielen Leuten auch über Psychedelika, Meditation und gesprochen. Und da lernt Mhm. man Verschiedenes. Aber das heißt, das Buch Leben nach dem Tod und diese Kollegin, die dir das Buch gegeben hat, war die dann auch mehr so spirituell nach dem Tod und so? Die hatte einfach das Buch. Sie hatte einfach das Buch. Und ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch hat. Das war dann meine Freundin. Wir sind bis heute befreundet. Wir haben uns nur ewig nicht mehr gesehen durch verschiedene Ja, Sachen halt, die es halt einfach so gibt, ja. Damals waren ihre Kinder klein, hatte ich keine. Jetzt sind ihre Kinder erwachsen, ich habe kleine. Und so hat man sich ein bisschen auseinandergezogen. Aber ich denke, die Zeit wird kommen, wo wir wieder zusammenkommen. Und das war bisher halt immer so. Wir haben uns ein paar Jahre nicht gesehen und dann wieder getroffen, als hätten wir uns jetzt gestern gesehen. Also da können wir die ganze Nacht sitzen und quatschen und ohne irgendwas nachtragend oder irgendwas ist ja auch einfach nichts. eine richtige Kollegin. Genau. Also das kennt, Ja, ich total, hoffe, total. unsere Zuhörer kennen das. Es gibt immer ein paar Leute. Ich hoffe sehr, Es ja. gibt ein paar Leute, Ja. die kann man vielleicht 10 Jahre nicht treffen und dann bumm, und dann spricht man und macht und tut, als hätte man Ja, sich. und dann ist alles super. Ja, Ja, das genau. nächste Gespräch ist, hast du das Buch noch? Genau, ich werde sie fragen. Oh ja, das ist eine gute Idee, ich werde sie fragen. Äh, gute Türöffnung, damit man wieder mal Kontakt. Ja, genau, ja. Und wie Genau, ging es dann genau. weiter also da hast du das Buch gelesen mit 18, 19, also da bist du ja noch nicht fertig als Zahntechnikerin. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz, ich war mit 19 aus dem Gymnasium und musste dann zuerst mal Militärdienst. Vielleicht, klar, konnte man in die Lehrstelle gehen mit 16, 17. Das gibt ja die verschiedenen Wege. Ähm,
Ja. Und Also dadurch, dass ich ähm, natürlich mit meinen Deutschkenntnissen erstmal da alles lernen musste, habe ich meine Ausbildung relativ spät auch begonnen. Ich habe sie, glaube ich, erst mit 18 ja, begonnen, ja, weil ich habe dann die Schule halt fertig gemacht und dann bin ich noch mal 2 Jahre in die Schule, weil mir war das einfach zu wenig vom Wissen, von der Sprache her. Ist halt auch 'n bisschen schwierig, wenn du in der Ausbildung bist, dann hast du lateinische Wörter und dann ist es auch wieder ja klar, diese Bezeichnungen, dann denkst du: „Oh Gott, jetzt bin ich nicht mal mit dem Deutsch hier, astrein, jetzt kommt schon das Nächste.“ Daher fällt mir natürlich auch Englisch, ja, weil das habe ich nie gelernt. Nicht in der Schule, das kann ich nämlich gar nicht. ja. Я Aber говорю русский очень хорошо. nächstes Mal machen wir auf Russisch Ich versuche seit 3 Jahren Russisch zu lernen, aber das mit super. Duolingo eben. Aber ja, ich hätte immer wieder ukrainische Nachbarn und, könnte aber irgendwie und ich habe jetzt auch immer mehr Na ja. Russen kennengelernt in der letzten Zeit. Vielleicht. Vielleicht lerne Ja, ich's ja, irgendwann okay, mal. Also, genau. für mich sind ich finde die Mhm. Sprachen generell interessant. Also, Yes. weil wenn man reist und die lokale Sprache spricht. Und ich verstehe dich, wenn du in Deutschland lebst, die deutsche Sprache noch nicht richtig beherrschst und dann musst du als Zahnarzttechnikerin lateinische Namen. Jeder Zahn einen lateinischen, keine Ahnung. Ja, ja, besondere, genau, Bezeichnungen, genau. Ja, aber das heißt, du Äh hast das da durchgezogen und dann in derselben Zeit mehr oder weniger, als du in der Lehre warst, kam dieses Bedürfnis, kam das wieder so ein bisschen das hoch. na Und dann habe ich mich aber auch wirklich nur minimal damit beschäftigt, nur so das Nötigste, das war gar nicht mal so groß aufregend. Der große Wendepunkt, mit der geistigen Welt kam dann also, für mich war klar, es gibt eine Seele und eine Seele ist unsterblich. Davon, schon mal als Erstes, ja, weil das, was ich jetzt nachher erzähle, hat eine große Auswirkung auf dieses Wissen gehabt. Und somit habe ich gewusst, das, was stirbt, ist eine Schale, eine Hülle und alles, was drin ist, das lebt ja weiter und inkarniert weiter. Das war für mich sonnenklar und das habe ich auch ohne Bücher fest daran geglaubt. Und durch die Bücher wurde mir das einfach alles bestätigt. Jetzt kam natürlich der Wendepunkt, war, ich habe die Ausbildung gemacht. Bin sehr früh in eine feste Partnerschaft gegangen. Das hat dann auch nicht funktioniert. Ähm, aber dann wurde mein Vater krank. Und das war der ausschlaggebende Punkt für mich. Er wurde krank und dann hat's angefangen bei mir, meine Gaben kamen wie zurück oder kamen wieder oder haben sich nur entwickelt. Ja, was passierte in dem Moment? Weil ich habe die Träume gehabt, ich wusste, was passiert, ich wusste, wo das Ganze hingeht, wie das Ganze enden wird. Nur war das schwierig natürlich, das so offensichtlich auszusprechen, weil eine Hoffnung bestand dennoch, dass es zu einer Heilung kommen könnte und sollte im Optimalfall, weil mein Vater war sehr jung. Und na ja, im Endeffekt kam das dann so, wie es kam. Er starb dann und für mich war klar, ich brauche diese Trauerzeit nicht. Ich brauche nicht trauern gehen oder diese Zeit nehmen zum Trauern, weil ich weiß ja, die Seele lebt weiter. Die inkarniert nachher in den Nächsten. Also ich kann immer wieder mit ihm in Kontakt kommen. Er ist ja deswegen nicht weg. Ich kann ihn vielleicht so nicht in den Arm nehmen, wie jetzt uns, dass wir uns anfassen können, ja, und spüren oder ein Gespräch, ein offenes, ja, so wie wir mit dir jetzt reden, führen können. Aber es ist nicht zu Ende. Und an diesem Strohhalm habe ich mich gehalten. Und habe natürlich in diesem Moment vergessen, dass wir menschliche Wesen hier sind und haben Prozesse. Wir sind Menschen, wir haben Nervensystem, ja, wir sind anders, wir sind nicht ja, stolplich, ja, feinstoffliche. feinstofflich, Entschuldigung, genau. Und
Und dann hat mich das eingeholt, diese Trauerzeit nach einer gewissen Zeit. Das hat mich richtig eingeholt und das hat alles umgedreht im Prinzip. Ich habe dann angefangen zu trauern. Ich habe zwar geglaubt, dann habe ich verstanden, ich bin aber hier auf der Erde, ich bin ein Mensch, ich muss leben, ich muss damit klarkommen. Und dann habe ich immer mehr mich mit ihm verbunden. Trotz der Trauer war ich mehr mit ihm im Kontakt, mit dieser geistigen Welt und mit ihm, mit den Engeln, mit den Geistführern. Und dann kam dieses Wissen immer mehr, immer mehr. Dann habe ich mehr angefangen zu lesen, mehr angefangen zu fühlen. Dann habe ich gemerkt, dass ich mit meinen Händen etwas machen konnte, aber nicht verstehen konnte, was mache ich damit, was kann ich wirklich damit machen. Und meine Eltern, ich habe bis dahin nie was gesehen oder von denen gehört, dass die an Energiearbeit geglaubt haben oder überhaupt sich damit auseinandergesetzt haben. Und plötzlich kam eine Frau zu uns, die mit Reiki gearbeitet hat, mit Energiearbeit und hat das mit meinem Papa probiert. Und dann habe ich mitbekommen, dass meine Mutter auch bei einer Hellseherin war, die ihr leider aber dann gesagt hat, es tut mir leid, ich kann nur dich jetzt unterstützen, es ist alles zu spät, wir können nichts mehr machen. Im Prinzip wurde das alles bestätigt, was ich schon die ganze Zeit gefühlt habe und in meinen Träumen gesehen habe. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob das jetzt die eigene Tochter ist oder ob das jemand anders ist und das eben sagt. Ne? Ja, aber auch da kommt es, glaube ich, drauf an, wenn die Eltern schon von früh merken, ein Kind hat spezielle Gaben und sind offen dafür, dann lernen sie. Ja. Aber jetzt nochmal, um zu verstehen mit deiner Reihenfolge. Du hast gesagt, dein Vater wurde schwer krank und dann kamen diese Einsichten, die Träume, die Voraussicht, die Gefühle und dein Vater starb, aber du hattest nicht getraut. Und dann sagst du, du hattest eine Reiki-Heilerin bei deinem Vater. Das war dann also noch bevor du in die Trauer kam, Bevor er bevor er starb. starb, natürlich. Und Bevor da er hattest starb. du die Trauer noch nicht oder warst du da schon? Das Nein, war noch nach nie. dem Tod. Also diese Nach dem Tod. Nicht-Trauern und dann die Trauer, das war nach dem Tod. Okay, einfach damit wir das. Nach dem. Ja, ja, genau, siehst du. Deswegen sage ich ja, ich schweife immer so ab. Ich auch. Kein Problem. Aber das heißt dann, deine Eltern hatten eine Reiki-Heilerin geholt, um zu helfen und eine Hellseherin. Und wann hattest du den Eltern gebeichtet, dass du diese Vorahnung schon hattest durch Träume, durch Gefühle? Oder hattest du das nie gesagt? Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwann habe ich sicher mal gesagt. Ich habe das mal erwähnt. Aber wir sind da nie so ins Gespräch gekommen diesbezüglich. Also gut, mein Vater lebte zu dem Zeitpunkt ja schon nicht mehr, aber meine Mutter, da haben wir nie so offen darüber gesprochen. Weil auch jetzt, wo ich wirklich offen mit dem ganzen Thema umgehe und da hat sie mir auch ein paar Mal gesagt, ja, mach das nicht und du musst aufpassen und du musst dich schützen. Also abergläubisch sind die Russen ja schon immer gewesen, unglaublich. Und das Aberglaube, finde ich, ist nicht nur einfach nur Aberglaube, sondern das ist aus irgendetwas Aha. entstanden, aus einem Glauben entstanden. Und irgendwann hat man das eben Aberglaube gesagt. Ja. Ja, die Sprache, das macht ja Sinn, wie wir Sachen benennen, das hat einen Hintergrund. Ja, Und zum Teil werden total. ja Sachen verdreht, also das Krankenhaus zum Beispiel, da ist man ja krank, man geht ja in ein Krankenhaus, nicht in ein Gesundheits- oder ein heilbringendes Gesundheitsklinik oder oder so, genau. heilbringendes Mhm. Haus oder keine Ahnung. Ja, ja, Ähm, Aberglaube, ja, Glaube, es kommt vom Glauben. Aber glaube Glauben. nicht daran oder irgend so etwas und das wird dann zum Ja, Aberglaube. ja, ja, ganz genau. Und so hat sie mir dann auch gesagt, ja, hey, und gut, da kommen wir nachher noch dazu, welche Behandlungen ich mache, ja. Aber sagt sie, ja, und wenn du Menschen in deinem Haus hast und das und das und pa. Also schon, da siehst du schon, dass da sehr viel Angst auch mitschwingt.
Also ist da für mich, für mein Verständnis, ist da irgendeine Erfahrung dahinter? Sonst hättest du ja keine Angst. Oder halt dann durch die Eltern, Ahnen. Also Generationen, Durch die Generationen, man Eltern hat es dann ahnen. wie abgeguckt, weil die Mutter, die Ja. Großmutter dann immer und dann kopiert man das ja irgendwie. Oder halt durch die DNA, wie viele auch sagen, dass eben da vieles kommt durch die DNA. Und da habe ich das heute auch schon wieder gehört bei einem Podcast. Jemand anderer, der mich angefragt hat, dachte ich, okay, ich muss reinhören, was die erzählen. Dieses Ratten- und Maus-Experiment, wo man Elektroschock gab, wenn man Pizza zum Essen gegeben hat und dann 5, 6 Generationen später. Aber Ja. ich finde diese Untersuchung nirgends. Das ist so, wie man hört sie von irgendwo und dann wird sie weitergegeben. Mich würde interessieren, wo ist diese Untersuchung, damit ich das mal lesen kann. Wirklich die Wissenschaft. Aha, ja. Weil sonst, man weiß nie. Man erzählt weiter und weiter. Aber ich hatte auch schon mit Leuten gesprochen oder auch schon Kurzinterviews gehabt über diese Generationenblockaden. Und es gibt diese Energieheilung. Ich hatte da ein Problem mit meinem Sohn, dachte, das kann nicht sein. Er ist 6-jährig und hat diese Probleme im Emotionellen und sagt Sachen, ein 6-Jähriger sollte diese Sachen nicht sagen. Und dann hat diese Frau das angeschaut und das war alles auf meiner Seite, also männlich. Mein Vater, mein Mhm. Großvater, mein Urgroßvater, also Mhm. alles männliche Seite. Und die Energien, die Ja. sie mir gesagt hat, das hat irgendwie gestummt für mich. Und dann, ja, bei dir in Ja. diesem Jahr, ich so, ja, da haben wir das gemacht und das. Aber man ist sich nicht immer bewusst, wo man irgendeinen neuen Glauben oder eine neue Blockade aufnimmt. Und, Ja. und das ist halt schon interessant, weil irgendwoher, wie weiß die das? Und ich hatte Ayahuasca einmal gemacht, ein Wochenende, zwei Sessionen. Und am Schluss wurde ich gefragt, was wir mitnehmen. Also ich hatte nichts gesehen, ich hatte mich nur viel bewegt, auch nicht übergeben und so weiter. Und da habe ich einfach gesagt, für meinen Sohn, ich muss diese Ahnenblockade, diese Ahnentraumata lösen, damit mein Sohn die nicht weitertragen muss. Und dann 2 Jahre Ja. später kommt diese Frau, die wusste nichts davon und sagt, ja, dein Vater, Mhm. dein Großvater, Urgroßvater und ich glaube noch eine Generation mehr, diese 6, 7, 8 Punkte. Äh, und das war so, Ja. wie du sagst, eine Bestätigung. So, okay, komisch, Ja. interessant. Ja. Ja. Ist so, ja. Eben deswegen Aberglaube Richtig. und Angst. Aber du hattest ja mit deiner Cousine Sachen gemacht, mit 12, 14. Mhm. Äh, Mhm. Deine Mutter und Tanten oder Onkels hatten nie was rausgefunden, dass ihr da komische Sachen mit Spiegeln und so weiter gemacht habt? Doch, doch. Mein Onkel hat uns dann erwischt. Der hat uns dann erwischt und dann haben wir Ärger gekriegt. Und dann wurde das verboten, dann durften wir es nicht mehr machen. Und ab da haben wir es auch nicht mehr gemacht. Okay, das heißt, deine Mutter wusste davon, also durch deinen Onkel. Ja, die hat das schon irgendwann mitbekommen, aber die hat jetzt da nicht drauf Okay. rumgeritten. Das war halt so. Es wurde verboten, einer hat's verboten, das war okay für alle, also Ja, passt. ja, das russische Kultur, Familienkultur und so Ja, weiter. Ich genau. glaube auch in Deutschland, wenn da ein Onkel kommt oder Mutter und sagt Schluss, dann, Ja, dann hört man, je nach Familienstruktur, also wenn die Familie eng ist und so ja, weiter. ja, Aber das heißt, deine ja. Mutter hat ja dann das im Hinterkopf gehabt, dass du warst, wie alt warst du, als dein Vater gestorben ist? Ich war Oh, 21, nicht nicht mal. mal. Ja, das heißt, deine Mutter hatte das ja noch im Kopf. Oh, meine Tochter hatte dazu mal, die Irene hatte dazu mal schon Geister hervorgerufen und jetzt kommt sie und sagt, sie hat diese Träume. Ähm, Das ist vielleicht schon eine gewisse Angst, weil jetzt hat man den Mann verloren, man will nicht die Tochter noch verlieren. Hm. Ja, was danach Ja, passierte, genau. 4 Jahre nach dem Tod von meinem Vater, wurde ich schwer krank. Du würdest auch noch sterben. Genau. Mein Vater ist an Diagnose Magenkrebs gestorben und ich hatte dann Schilddrüsenkrebs. Oh, mit Und 25. heute zählt das nicht mehr zur Onkologie, aber zum damaligen Zeitpunkt schon.
Und dann habe ich damals auch gesagt, boah, was muss meine Mutter alles ertragen? Das ist ja schon heftig. Ähm, Ehrlich gesagt, im ersten Moment, wo mir das mitgeteilt wurde, habe ich dann nur gesagt, boah, Papa, wir sehen uns bald wieder. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und dann habe ich alle möglichen Leute angerufen und habe denen erzählt, was ich habe. Okay, Nur meine Mutter nicht. damit du deine Mutter nicht belastest. Ja, ich wollte sie schützen. Hast du Geschwister? Ja, Wie? Zwei. zwei. Älter, jünger? Zwei Jüngere. Und die wussten davon oder auch nicht? Niemand. Also nur deine Kollegen, Ja. aber Familie. Freunde, Familie, nur Mama nicht. Ich habe ihr das nicht gesagt. Also nicht gleich gesagt. Oh, Sie hat es nachher verstanden. Weil ich musste zweimal hintereinander operiert werden. oha. Und das hat sie dann verstanden. Ohne dass ich es ihr gesagt habe. Sie wusste es einfach. Ja, ja. Oh je, oh je. Das heißt, du wurdest operiert. Und dann hat diese Krebserkrankung und die Operation noch mehr ausgelöst in deinem Leben Richtung Heilerin. Ja, ja, das hat tatsächlich noch mehr ausgelöst, ja. Wenn ich jetzt nach hinten schaue, jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre ungefähr, bin ich aktiv damit beschäftigt, ja, mit der geistigen Welt, mit der Quantenheilung, mit Energiearbeit, immer mehr. Jetzt die letzten 5 Jahre noch intensiver. Äh, Sonst die Zeit davor habe ich mir das für mich herausgefunden oder nach Antworten gesucht wahrscheinlich, mir für mich das angewendet und jetzt auch natürlich für andere Menschen halt auch, ne? Und ja, und das hat mich dann äh, zu dem, also mehr in die Akzeptanz gebracht. Ich habe nicht dagegen angekämpft. Also jetzt das, Mir war klar, also ich war jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich arme und ich habe diese Krankheit und ich habe das und jenes und das ist ja so furchtbar und ich bin ja die Ärmste überhaupt. Das war jetzt überhaupt gar nicht da. Gar nicht, gar nicht. Ich habe mich nicht als Opfer gefühlt und ich habe mir das auch gar nicht erlaubt. Im Gegenteil, ich habe gefeiert. Also ich war normal, ich bin ausgegangen, ich wollte auch raus und ich wollte leben, ich wollte genießen. Ich weiß noch, da war damals Geburtstag meiner Mutter, ich glaube der 50. Und ich war relativ frisch nach der Operation. Und dann hat sie gesagt, boah, die sagt alles ab, oder? Und dann hat ihr Lebensgefährte gesagt, dann habe ich gesagt, wieso sagst du ab? Sagt sie, ja, aber du wurdest ja erst jetzt operiert. Sag ich, ja, na und? Macht doch nichts. Aber das waren 2 Monate, glaube ich, nach meiner Operation. Ja, ja, aber mir ging es ja gut soweit. Also ich hatte ja so nichts außer halt das sichtbare Etwas auf meinem Hals, ja. Und, das war ein super Fest, weil ich wollte feiern und sie hat dann mir zuliebe alles so stehen gelassen, wie es geplant war. Und das war toll, das habe ich auch gebraucht, weil diese Isolation, ich glaube, das hätte ich nicht verkraftet. aha, dieses Ja. du Arme und so weiter und ja, nicht. Ja, das wollte ich überhaupt nicht. Klar, jetzt die Narbe ist natürlich jetzt nach so vielen Jahren recht verblasst. Die sieht man kaum und jetzt mit dem Halsband sowieso nicht. Aber damals, das war natürlich sehr sichtbar. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist das ewige Lächeln auf meinem Hals. Also ich habe das gar nicht so als negativ betrachtet. Komischerweise, ja? Weil das ist an der sichtbaren Stelle. Als junge Frau willst du Ausschnitt anziehen oder ja auch so Bluse, ne? Und das war so nicht möglich. Dann habe ich halt entweder offen gelassen oder halt eben zugemacht, so wie ich es gerade gebraucht habe, Und ja? zur Mhm. Heilung hast du dann auch verschiedene Quantumphysik und so weiter Heilungen angewendet, selbst gelernt oder gingst du zu Heilern? Also äh, ich habe verstanden, dass ich mit den Händen was machen kann. Nur wusste ich nicht genau, wie ich das koordiniere jetzt. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt: „Du, hör mal zu“, irgendwann mal haben wir drüber gesprochen, dann hat sie gesagt: „Du, hör mal zu, ich habe da was. Vielleicht ist es interessant für dich, dann weißt du kannst du mal lernen, was du mit deinen Händen machen kannst, wie du sie einsetzen kannst. Deine Gabe, deine Hellsichtigkeit, das, was du kannst, was du spürst und fühlst.
wie du das einsetzen kannst. Und so bin ich dann zu Matrix to Point gekommen. So habe ich dann die erste Ausbildung gemacht in Matrix to Point. Das ist auch Quantenheilung, ja, wo du 2 Punkte im Prinzip verbindest und mit der Aufmerksamkeit dahin gehst und dann da passiert dann was, ja, wo du heilen kannst, lösen kannst, auch Ahnensysteme und verschiedene mögliche. Aber das ist jetzt eine Methode, ja? Das sind alles Methoden, die man machen kann, so wie Reiki oder andere eben Sachen. Bei mir war das der Beginn meiner Ausbildungskarriere in diese Richtung, sage ich jetzt mal. Okay. Ja, dann haben wir den Abschnitt persönliche Geschichte, glaube ich. Oder ist da noch mehr, wo du noch mehr dazu gelernt hast? Oder können wir gehen und sagen, okay, was ist das eigentlich, was du machst? Was bietest du an? Was ist deine Arbeit? Wir können ruhig weitergehen. Ich denke, persönliche Geschichte Hast du noch mehr? ist genau. Zu meiner Arbeit. Aber nein, Also, was ich mache, ich nenne das haben wir Verzögerung? ja, irgendwie schon. Oh, spannend. Also, ja, Ja, wenn du cool. mehr über deine Geschichte hast, dann gehen wir weiter. Hast du noch mehr solche Punkte, wo noch mehr dazukommen? Oder von der. Ne, ich glaube, das ist erst mal alles Okay, von meiner persönlichen Geschichte, klar, ja. okay. Ja, dann können wir mal hingehen, was du anbietest, was deine Arbeit ist, deine Ja, Methoden, deine Gaben. Arbeitest du mit Händen? genau, Arbeitest du mit Geistern? genau. Also, was möchtest du zuerst wissen? Frag mich. Ja, mit was arbeitest du? Wenn du machst Quantenheilung und was noch? Und was heißt das genau, wenn jemand hier ist und sagt, Ja. okay, was ist das überhaupt, Quantenheilung? Ich habe davon noch nie gehört. Genau. Also, das ist im Prinzip im Groben gesagt, ist das alles Energiearbeit, ja, in Frequenzen, in Schwingungen, weil, ich sage mal so, wenn ich, 'n Radiosender habe und muss nur die Frequenz umstellen, dann höre ich plötzlich andere Musik. Und so funktioniert das bei uns Menschen auch. Wir können die Frequenz umstellen, das ist die Energie. Die sieht man nicht, aber wir fühlen das, wir können das wahrnehmen. Weil manchmal, je nachdem, wo wir sind, bekommen wir so ein komisches Gefühl, wenn wir zum Beispiel in einen Raum gehen, dass wir sagen, oh, irgendwie kennt jeder den Spruch bestimmt, boah, die Energie, also die Luft hier, die kann man mit dem Messer Ja. schneiden. Ja, das ist nicht nur die Luft, das ist diese angestaute Energie von vielen Menschen, verschiedene. Und dann gibt es solche Menschen wie zum Beispiel ich, vielleicht du auch, die solche Energien ziemlich gut deuten können, die sie fühlen können. Die können wahrnehmen, ist das jetzt Schmerz, Trauer, ist es Fröhlichkeit, ist es irgendwo ein Druck, wo im Körper ist das? Und da gehen wir schon wieder in die psychosomatische Richtung. Ja, dann kann man dann so ein bisschen schon ableiten, was könnte da dahinter stehen. Und Energie fließt ja, wie ein Fluss, wie Wasser. Wir haben ja Blutkreislauf, wir haben Meridiane und somit fließt immer alles, es muss alles im Fluss sein. Sobald was nicht fließt, merken wir das, dann wird was nicht durchblutet, dann sind das irgendwelche Knötchen. Aber so stellen wir uns vor, das sind dann wie so Energiebälle, die sich dann zusammennehmen und sich nicht mehr lösen können. Mhm. Genau, und das würde dann auch eine Blockade heißen, ein Hindernis. Irgendwas steht da dazwischen und lässt die Energie nicht fließen. Und das kann jetzt zum Beispiel eine Erinnerung oder ein Erlebnis aus unserem jetzigen Leben sein oder eben eine Erinnerung von früher oder ähm, ein übertragener Schmerz, übertragene Erfahrung, die wir übernommen haben durch die DNA zum Beispiel. Und das haben wir haben alle etwas übernommen. Nur die Frage ist, wann ist bei wem was? Ja, es ist nicht bei jedem gleich.
Wir sind ja alle Ja, unterschiedlich. ja, und unsere Ahnen, unsere Geschichte ist Und anders. meine Arbeit zum Beispiel, wo ich mit der geistigen Welt arbeite, mit der geistigen Welt und mit den Engeln und mit den Erzengeln arbeiten und Geistführern, ist, wenn ich zum Beispiel die geistige Wirbelsäulenaufrichtung mache oder Ski-Healing zum Beispiel, ja. Da arbeite ich nur mit den Händen und mit der geistigen Welt und mit der Energie. Okay. Und selten berühre ich den Menschen bei dieser Behandlung, sondern ich bekomme Informationen. Ich bin dann wie so ein Kabel, durch den Strom fließt. Und das ist dann aber bei mir nicht Strom, sondern Energie. Wow, okay. Das wäre dann das Das zum ist Beispiel. Wirbelsäulenaufrichtung. Was heißt das? Das heißt, die Wirbelsäule ist so. Ja. Die Wirbelsäule wird aufgerichtet, weil das Erste, wenn wir jetzt ganz zurückgehen an den Ursprung, wenn wenn eine Schwangerschaft entsteht zuerst die Wirbelsäule, dann das Herz und dann Kopf, Gehirn oder Gehirn, ja? Als Letztes ist Gehirn. Zuerst das Herz, die Wirbelsäule, Gehirn. Und in dieser Wirbelsäule ist DNA drin und die DNA ist ein Speicherplatz, sage ich jetzt mal, für unseren Generationen, für unseren Ahnen. Mindestens 7 Generationen zurück. Ja, das ist die Erinnerung. Das ist das, was über DNA in unseren Körper kommt. Diese wie so eine riesige Festplatte vielleicht, Speicherplatte vielleicht, ja. Genau, wie auf dem Computer. Und so können wir dann auch die Informationen abrufen zum Beispiel, ja. Und so kann ich mich zum Beispiel in die Energie von meiner Oma zum Beispiel hinein beamen, sage ich jetzt mal, ja. Wenn ich im Feld bin, im Quantenfeld, im energetischen Feld, in einem offenen, ja, wenn ich offen dafür bin und entspannt genug dafür bin, dann kann ich in die Energie zum Beispiel von meiner Großmutter und da die Information, die ich brauche, um mein Problem zu lösen, meins, niemanden sonst, das geht nicht. Um mein Problem zu lösen, kann ich da hingehen, mir die Informationen holen und für mich lösen, mein Problem. Und somit im Prinzip heile ich schon meine Ahnenreihe, ja, unbewusst, bewusst mich, unbewusst meine Ahnenreihe. Und das, was ich ja schon geheilt habe, kann ich ja nicht an meine Kinder weitergeben. Also hier ist so eine Dreier-Situation, ja. Hier sind 3 Punkte, die auf einen Schlag geheilt werden können. Und das ist Quantenheilung. Okay, und das war jetzt Wirbelsäulenaufrichtung mit der DNA. Jetzt die Frage ist, du bist Mutter, hast schon Kinder. Ich habe auch Kinder. Wenn ich jetzt, sagen wir, so eine Wirbelsäulenaufrichtung bei dir machen würde und das zeigen sich irgendwelche, jetzt haben wir gesagt, ich habe diese Energie-Dings gemacht und das zeigt meine männliche Ahnenreihe. Ähm, Kann es dann sein, dass da irgendwelche Sachen gelöst werden und mein Sohn plötzlich sich anders verhält oder irgendwelche Angst oder Verhaltensmuster, die er gezeigt hat, plötzlich sich wie auflösen und man sagt, was geht ab? Der Vater hat da energetisch gearbeitet und jetzt ist mein Sohn plötzlich auch, oder mein Vater kommt und sagt, ich hatte immer diese Schmerzen im Fuß oder Handgelenk oder keine Ahnung wo und das ist wie weg. Und ich so, wann ist das Mhm. passiert? Ah ja, genau da circa, wo ich vielleicht meine Probleme gelöst habe. Hast du das so etwas schon Das, erfahren? das kann möglich sein, ja, dass es sowas passiert, weil das ist die Frequenz, das ist die Energie, die sich dann verändert, die Frequenz. Und gerade so mit den Kindern ist es ja so, bis zu einem gewissen Alter sind die Kinder meistens im Feld der Mutter. Das heißt, wenn die Mutter viel an sich arbeitet, passiert auch bei den Kindern sehr was. Aber auch bei den Vätern, wenn schon klar ist, dass die männliche Ahnenreihe etwas mitgenommen hat und und das weiterhin mitnimmt,
dann muss einer das lösen. Einer muss das lösen, damit es nicht weiterleben muss. Damit alles, was war, zurück an den Ursprung geht. Ja? Und oftmals ist es so, dass unsere Ahnen im Prinzip, dass deren Schmerz durch uns sichtbar gemacht wird. Und es gibt immer einen wird es geben, der soweit ist und der bereit ist, das aufzuhalten und zu beenden. In dem Fall wirst du das. Dann beendest du das für dich, für deine Ahnen und für deinen Sohn. Hoffen wir mal. Also ich bin mir bewusst, aber was es genau ist, bin ich nicht. Ich weiß einfach, das sind gewisse Energien. Genau. Man hört ja auch Aber in dieser Podcast-Welt heutzutage, hört man immer wieder irgendwelche Prostituierte, Drogenabhängige, gewalttätige Bandenmitglieder, keine Ahnung was, die wie in so ein Feld geboren werden und dann wie ausbrechen. Und dann werden sie zu Coaches, zu Heilern, zu Speakern. Eben das sind dann die Heiler von ihren Ahnen oft. Die sagen, ja, in unserer Familie war Alkohol das Problem ja, über Jahre weißt oder so. Ja, weißt du, es ist so, dass das sind jetzt wieder generationsübergreifende Programme. Manchmal tragen wir Sachen mit uns rum aus Loyalität, weil wir hier auf Erden sind immer, wir sind Rudeltiere. Ja, wir müssen zusammen sein, wir wollen zusammen sein. Deswegen Menschen sind keine Einzelgänger. Das ist nicht natürlich für den Mensch, dass er ein Einzelgänger ist. Und wir Menschen, wir wollen immer zu unserem Stamm gehören, angehörig sein. Und wir können nur, wenn wir das Gleiche tun, was die auch getan haben, weil das richtig ist. Und die Kinder, Moment, aber die Kinder, die glauben dir ja alles. Mama oder Papa glauben dir ja alles, was die sagen. Die Eltern sind für Kinder alles. Für kleine Kinder. Bis die anfangen, ungefähr mit 12 Jahren, fangen sie dann an, selber zu planen, zu strukturieren, besser zu verstehen, ja, was ist richtig, was ist falsch. Aber bis dahin sind sie treu ergeben. Wenn die Mama traurig ist, dann muss ich auch traurig sein, damit ich ihr zeige, dass ich sie ganz fest liebe, damit sie mich dann nicht, ich bin traurig, du musst auch, ja, damit sie mich nicht abstößt. Und das nennt sich Loyalität. Loyalität im Familiensystem. Und das haben wir viel, um dazu zu gehören. Aber man löst das. Man löst das in Würde und in Ehren von den Ahnen, ja. Da gibt es so Codewörter, dann löst man das auf und dann kann man weitergehen. Und dann hat man aber die Power wiederum von den Ahnen und nicht mehr diese Energie, den Energieabzug, ja, was einen immer wieder so nach hinten zieht. Also das heißt jetzt, du arbeitest mit diesen verschiedenen Punkten, sehe ich. Wenn jetzt jemand ein Problem hat und deine Hilfe beantragt, was bietest du an? Was ist so das Spektrum, nebst dem Zähne wieder zu richten? Ja, Zähne lassen wir mal außen vor, das bietet ja nicht ich an, das bietet meine Arbeitgeber an, aber okay. Also es ist so, klar, so eine Wirbelsäulenaufrichtung, man kann sie sehr wohl auf Distanz machen, also auf Entfernung, das geht auch, weil Energie hat keine, Ja. ja, keine Entfernung, die ist überall, ja, und das funktioniert ja wunderbar. Das haben wir auch schon gemacht. Ein Kunde von mir war in Berlin und ich habe ihn fernbehandelt von hier aus und er war in Berlin. Das funktioniert. Was ich aber hauptsächlich mache, sind diese generationsübergreifende Programme und Blockaden lösen. Das ist eigentlich meine hauptsächliche Arbeit. Wirbelsäulenarbeit, das war mehr, oder Wirbelsäulenaufrichtung oder Ski-Healing, das war jetzt mehr zu Beginn, was man durchaus heute noch anwendet und ich lasse es an mir selber machen. Das ist mir auch so entspannend, ja, und so eine schöne Stimmung und auch ein sehr schönes Gefühl danach, die Leichtigkeit. Das ist toll, aber meine hauptsächliche Arbeit ist tatsächlich
diese transgenerationale Programme und Blockaden lösen, wo wir zum Beispiel im Leben Schwierigkeiten haben oder wo sich Ereignisse, Erlebnisse wiederholen, wo wir das Gefühl haben, ähm, wir möchten etwas, aber egal was ich mache, ich komme da einfach nicht hin. Also es ist einfach wie, als würde man gegen eine Wand rennen, obwohl der Wille und die Energie da ist, aber irgendwas blockiert, ja. Und da gehe ich dann auch mit den Klienten hin und wir gehen dazu in eine tiefe Entspannung. Es gibt auch wieder mehrere Methoden, wo man in die Entspannung geht, aber auch nicht. Ich kombiniere das gerne, je nachdem, oder ich arbeite mit Stellvertretern, ist auch unterschiedlich, wenn jetzt das Thema zu schwer ist und zu emotional ist und der Klient vielleicht ein bisschen zu schwach mental dafür sein könnte, dann verabreden wir uns und machen das mit mehreren Leuten. Also, Aber das ist so mehr mein hauptsächliche Beschäftigung. okay, wenn du sagst Stellvertreter, ist das wie eine Familienaufstellung, wo man mehr Leute hat, Ja, Familienaufstellung im Quantenfeld, online. okay, Offline haben wir es noch nicht gemacht, da haben wir die Gruppe noch nicht hier für offline. Aber wir sind hier tatsächlich deutschlandweit und Schweiz sehr, sehr gut vernetzt. Österreich noch nicht, glaube ich. Österreicher haben wir keine bei uns in der Gruppe. Aber wir sind deutschlandweit und Schweiz sehr gut vernetzt und haben recht große Gruppen. Das heißt, wenn ich jetzt, wir treffen uns immer noch in den Gruppen und üben zusammen und lernen noch weiter. Aber wenn ich jetzt einen Klienten habe, wo ich sage, okay, ich brauche da Leute für Stellvertretung, dann sind sie abrufbereit. Ja, da unterstützen wir uns auch gegenseitig, damit wir weiterhelfen können, einfach, damit wir da ja, sind. das heißt, du nimmst das als Werkzeug, um diese Ja, transgenerationelle Programme zu lösen, diese ja. Blockadenmuster. Blockaden, Muster, weißt du, das sind nicht nur ausschließlich aber das sind auch diese Kindheitsprägungen, die wir Ja, auch erfahren haben, ja. Weil wie ich schon sagte, wir Kinder, wir sind den Eltern, ja, wir wir machen den Eltern alles gleich. Und die Kinder lernen ja nicht durch: „Du darfst das nicht machen, du darfst jenes nicht machen.“ Die gucken, was du machst und das ist dann okay. Dann wissen sie, wenn Mama das macht, dann ist es in Ordnung. Wenn Mama und Papa streiten, dann ist es Liebe. Und wenn sie dann erwachsen sind, dann ziehen sie genau das an, weil unterbewusst wissen sie, wenn es hier immer Stress gibt, dann ist es richtig tolle Liebe. Zum Beispiel, ja. Ja, aber zum Beispiel. Und das ist dann wieder Loyalität. Ich will so sein wie meine Eltern. Ich will so sein wie meine Mutter oder wie mein Vater. Oder im Gegenteil, man sucht die Eltern, wenn sie zum Beispiel, es gibt ja Situationen heutzutage sehr selten, dass die Mutter bei der Geburt zum Beispiel stirbt. Dann hat das Kind unbewusst immer Schuldgefühle der Mutter gegenüber. Die fühlt sich immer schuldig. Und irgendwann äh, zeigt sich das im Leben, im Erwachsenenleben. Und wenn wir dann mit der Zeitlinie zurückgehen, wo ist dieses Gefühl entstanden, dann ist es zum Beispiel in diesem Moment entstanden. okay, du sagst jetzt Zeitlinie, das heißt, wow, das ist nicht einfach so, du kommst hin und sagst, okay, ich sehe deine Großmutter neben dir und da ist ein anderer Ahne und hier haben wir noch Gabriel und Michael und so weiter und so fort. Und wir haben die leuchtend grüne Flamme und die lila Flammen. Jetzt verbrennen wir all diese Energie und schön ist und gut ist. Ähm, du schaust dir noch, also ich hatte verschiedene Energieübungen mit Mind Valley gemacht, aber also der Silva-Methode, da hatte ich nicht, ja, ein bisschen Erfolg, also mehr als statistisch gesehen möglich ist. Aber ich habe das jetzt seit 3, 4 Jahren nicht mehr gemacht. Seit ich getrennt bin, mache ich weniger. Als ich noch verheiratet war, habe ich mehr diese Übungen gemacht. Jetzt habe ich mehr Zeit und mache weniger. Das ist komisch. Aber ich mag mich erinnern, wir hatten eine Übung, wo man sich wie vorstellt, man geht in die Zukunft, in die Vergangenheit. Wenn man in die Zukunft geht, hat man vielleicht Vergabelungen und dann führt man, welche Richtung da
für einen funktioniert. Aber wenn du jetzt sagst, du gehst zurück, ähm, was heißt das? Du hast eine Sitzung mit einem Menschen und er kommt, ich habe immer wieder, sagen wir jetzt mal, für mich ist Geld oft das Problem. Das haben viele ja irgendwie mit Geldproblem. Wenn ich Geld mache, also nicht, das ist nicht bei mir, aber das habe ich gehört, wenn ich viel Geld mache, dann verliere ich wieder alles. Da habe ich auch schon oft gehört von Menschen. Es hat diese Person sagt, das kann ja nicht sein, ich verdiene gut Geld, mache alles richtig und dann ist irgendetwas passiert, ich verliere wieder alles. Da gehst du zurück in die Zeit, wo etwas so passiert oder was machst du da? Oder, Mhm. Ja, das sind verschiedene Methoden, ja, verschiedene Tools, die man anwenden kann in verschiedenen Situationen. Jetzt bei Geld, gerade bei Geld, würde ich das jetzt so nicht machen. Wenn jetzt einer viel Geld verdient und dann plötzlich ausgibt, entweder alles ausgibt, bestohlen wird oder verliert oder keine Ahnung, das Geld ist weg, kommt und geht, kommt ja, und geht. Also erstens ist Geld auch Energie, eine reine Energie. Als solches, nur für uns materielle Menschen muss es ja sichtbar gemacht werden, ja? Also haben wir Scheine. Und bei Geld ist es so, Geld zum Beispiel ist auch ein Vaterthema. Jetzt geht es darum, geht es ums Geld verdienen oder ums Geld ausgeben, ja? Weil das eine wird ein Vaterthema, oder das Geld verdienen ist Vaterthema, das Geld annehmen ist Mutterthema, ja? Wenn eine zum Beispiel jetzt kommt und sagt, ja, ich mache, aber weißt du, eigentlich traue ich mich gar nicht, den Preis zu sagen. Das ist dann wieder ein Mutterthema, das ist nehmen. Sie kann nicht annehmen, ja? Sie kann das nicht sagen, annehmen mit reinem Gewissen. Und oftmals könnte eine Möglichkeit sein, aus meinen Aufstellungen und meiner Arbeit, war schon oft so, wenn ich Geld verdiene und es schnell weggeht, muss es so sein, weil mein System hat die Erinnerung oder die Erfahrung, dass wenn ich Geld besitze, kann es gefährlich werden. Es kann sein, dass meine Ahnen, der Besitz abgesprochen wurde, Geld weggenommen wurde. Solche Fälle gab es ja und die sind echt. Und wenn wir das dann auflösen, im Prinzip diese Wahrheit aufmachen und dem sagen wir dann im Prozess dem Raum geben, dieser Wahrheit. Sobald die Wahrheit als Licht kommt, gibt es keinen Druck mehr. Dann kann es wieder fließen. Weil dann haben wir es ja gesehen. Wir wissen den Grund, dann ist okay. Dann kann das wieder fließen. Und so ist es oft, zum Beispiel gibt es auch Momente, wo meine Ahnen zum Beispiel Kutschen damals ausgeraubt haben. Und das waren meine Ahnen, meine. Das war der Onkel von meinem Opa oder Urgroßopa. Und interessanterweise wurde mein Onkel von Frauen immer ausgenommen. Wirklich, bis auf die Socken ausgenommen, Geld, alles. Und dann sind sie wieder gegangen. Dann war er wieder allein, ohne nichts. Mutter hat sich immer aufgeregt, sagt sie, wieso macht er das? Da kann er denn nicht denken, das ist doch nicht das erste Mal. Und ich war schon in dieser Thematik drin, dann habe ich angefangen zu überlegen, sag, okay. Und dann habe ich ihr gesagt, sag ich, Mama, irgendjemand bei uns, weil das habe ich auch in der Aufstellung gesehen, in meiner eigenen, sag ich, irgendjemand bei uns hat Kutschen ausgeraubt. Wer war das? Kennst du diese Geschichte? Sagt sie, na na klar, klar. das war der und der. Ich, na, Wahnsinn. Sag ich, und jetzt guck mal, eine Generation überspringen wir, eine Generation später war das ja im Prinzip entweder der Onkel von meinem Onkel oder der Großvater von meinem Onkel. Das weiß ich jetzt nicht genau. Sag ich, und guck mal, und er macht das, was der eine gestohlen hat, wird der jetzt bestohlen. Einer muss bezahlen. Einer muss bezahlen, weil das Universum ist immer in Balance. Es muss 0 auf 0 sein. Entweder zahlst du für das, was du verbockt hast, selbst oder deine Ahnen zahlen dafür. Und im Moment zahlen wir halt für die anderen. Und jetzt mit deiner Arbeit, es war wirklich interessant, das mit dem Kutschen ausrauben. Wie ist das dann, wenn du jetzt arbeitest und dann das wieder also in der Energiearbeit habe ich immer gehört, mit Liebe zurück in, ja, wo es herkommt. Ja,
was passiert Wir transformieren in ja, Liebe, was genau. passiert Mhm. dann? Das heißt, diese Blockade, dieses Muster ist gelöst. Jetzt hatten wir jemand, der raubt Kutschen aus und dein Onkel verliert das Geld immer. Jetzt ist das auf null gestellt und jetzt ist gut so, oder? Ja, jetzt ist gut so, genau. Okay, hast du das dann mit ihm bearbeitet? Hat dein Onkel jetzt Glück mit Frauen, die ihn nicht ausrauben? Nee, also, ich habe da überhaupt gar kein Recht Hat dazu. das nicht mit ihm gearbeitet oder mit ihm darüber Ne. gesprochen? Ne. Das war nur das kam nur aus dem Gespräch heraus und ich war selber in meinem Feld und habe das mit der Kutsche gesehen. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, weil sie mir das erzählt. Also, wenn wir arbeiten, arbeiten wir nur an uns selber. Wir können für niemanden irgendwie eine Entscheidung treffen oder für niemanden irgendwas machen. Es sei denn, ich kann für meine Kinder Aufstellung machen, ich als Stellvertreter oder ich nehme einen Stellvertreter dazu. Wenn mein Kind zum Beispiel jetzt schon, keine Ahnung, 15, 16 ist, dann muss ich mein Kind schon auch fragen. Ja, weil das ist dann die Freiheitsberaubung. Ich kann nicht für über die anderen entscheiden. Ich kann auch nicht, zu meinem Mann sagen gehen und sagen: „Wir machen jetzt mit dir eine Aufstellung. Ich bin dann dein Stellvertreter und wir machen das dann mal.“ Das funktioniert so nicht, ja, weil er ist ja vollmündig und, kann selbst für sich entscheiden. Das geht nicht, ja. Also, alles, was wir lösen, was wir klären, was wir bearbeiten, das sind unsere eigenen Themen. Okay. Ich dachte, dein Onkel hat das Problem mit den Frauen und vielleicht kam er zu dir und sagt: „Kannst du mir Ich helfen, was ich da falsch mache?“ Ich glaube, das hat er bis heute noch nicht verstanden, aber das hat sich dann nur aus dem Gespräch mit meiner Mutter so spannend, herauskristallisiert, weil sie mir das so erzählt. Dann habe ich gesagt: „Du, ich erinnere mich, da war mal diese Ja. Sache. Was war da? Wer ist das?“ Ja? Und dann hat sie mir das erzählt. Und so hat zum Beispiel war auch ein Moment, das war auch irgendwie mein Thema. Ach ja, kann ich mal kurz erzählen. Ich habe 'n Moment lang das Gefühl gehabt, ich werde vergesslich. Ich habe richtig wie so 'n Nebel im Kopf gehabt und, war total zerstreut und habe die Termine verwechselt. Ich habe, Schule wann haben die Kinder Schule verwechselt? Also, das war richtig dann heftig. Und dann habe ich gesagt: „Leute, irgendwas stimmt da nicht, ja? Ich bin so vergesslich und so zerstreut.“ Und er sagt: „Stellen wir auf.“ Also gut, okay, gehen wir mal schauen. Dann haben wir das gemacht und als Erstes kam schon mal meine Oma. Meine Oma war 8 Jahre dement, bis sie gestorben ist. Und durch sie war dann die Geschichte, dass dann meine Uroma noch dazu kam, die aber wiederum keiner kennt. Und aus dieser ganzen Geschichte war so, dass ich dann wieder zu meiner Mutter bin und recherchieren musste. Sage ich: „Du, jetzt habe ich das und das gelöst. Jetzt war da meine Uroma. Wer ist meine Uroma?“ Und dann hat sie gesagt: „Du weißt du, sie kennt keiner. Deine Oma war jung.“ Ich weiß, sie war 14 oder 15 Jahre alt, als die Uroma wie irgendwo abkommandiert wurde. Die wurde mitgenommen. Und dann hat sie zu ihr gesagt, zu ihrer Tochter im Prinzip, die dann 8 Jahre dement war, bis sie starb: „Du musst alles vergessen.“ Oh, Und du warst da und ja, genau, ganz genau. Und da sind dann so Sachen, da sie so: okay.“ Klar, dass meine Oma so war so, aber bei mir hat sich nachher gelöst. Also, irgendwie war 'ne Verbindung mit diesem Vergessen von meiner Oma zu mir gekommen. mhm. Und seit ich das gelöst habe, habe ich dieses Gefühl nie wieder gehabt. Nur diese Geschichte habe ich dann meiner Mutter erzählt und dann sagt meine Mutter, sie weiß gar nicht, es wurde nie gesprochen, im Prinzip über meine Uroma. Keiner kennt sie, keiner weiß was. Dann habe ich gesagt: „Mama, du musst irgendwie rausfinden.“ Und dann hat sie, mit ihrer Cousine, die auch noch mal älter ist und hat gesagt: „Doch, das war dann so“ und erzählt ihr so ziemlich die gleiche Geschichte, die ich ihr erzählt habe. Okay. Also, Hat besteht sie eine Bestätigung. Eine Bestätigung, wieder eine Bestätigung. Genau. Also, eine Bestätigung dafür, dass es tatsächlich funktioniert. Das sind keine erfundenen Sachen. Weil manchmal denken wir: „Kann das überhaupt sein oder geht einfach Fantasie mit einem durch?“ Aber nein, das ist wirklich so. Ja, es ist man weiß eben nie richtig. Da
denkt man ja, okay, hast du das geträumt? Hast du das in deiner Meditation gesehen? Das kann ja nicht sein, etc., etc. Vor allem jetzt auch heutzutage mit dem ganzen Weltgeschehen, diesen YouTube-Medien zum Teil, denke ich, okay, ich weiß nicht, ob ich alles glauben kann, weil es geht in alle Richtungen. Äh, Ja, genau. Man muss immer, ich sehe, du möchtest herausfinden, das, was du herausfindest auf dem energetischen Quantumfeld, das doppelt, also ich sehe, du gehst da und in die arbeiten für dich, gehst du zu deiner Mutter, weil dein Vater ist ja tot, oder deiner Familie, um herauszufinden, ist da was, damit du dann auch Genau. die Bestätigung hast. Super. Genau. Wir gehen schon tiefer rein, kann ich sehen. Also wir wissen jetzt, was du machst, wer du bist. Wir sind schon tiefer rein. Wenn jetzt Menschen zu dir kommen und Heilung suchen, was ist meistens das eigentliche Problem hinter dem Problem? Wissen die Leute, was es ist? Oder was ist so das Muster, das du siehst bei den Leuten? Das Ursprungsproblem. Genau. Also ich arbeite gerne, ich schaue erstmal, ob das jetzt aus dem jetzigen Leben ist. Also das bedeutet von der Geburt an bis zum heutigen Tag. Ob das hier entstanden könnte, Ja. kommt auf das Thema drauf an. Es kann sein, es kommt aus der Kindheitsprägung, ja. Oder es gibt massive, sage ich jetzt mal, Verstrickungen, die zum Beispiel aus Loyalität zu den Eltern übernommen worden sind oder Schuldgefühle. Wenn einer zum Beispiel kommt und sagt, naja, ich weiß nicht, ich habe ständig Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, die hängen und das und jenes und immer so ein Druck, immer so ein Brennen und ich war schon beim Arzt und ich habe schon das und jenes gemacht und irgendwie ist da alles in Ordnung. Und sobald das ärztlich abgeklärt ist, es ist alles in Ordnung, dann komme ich. Weil dann kommt eben dieses Psychosomatische, dann kommt diese Arbeit, ja. Und dann ist es oftmals so, in der Psychosomatik gesehen, Nacken, Schulter, das sind fremde, übernommene Verantwortung, die nicht meine ist, Schuldgefühle, zu große Last, ja. Wenn ich zum Beispiel gibt's verschiedene Sachen. Von meiner Mutter oder von meinem Vater die ganze Verantwortung auf mich geladen habe, ja, so wie es mir eine Zeit lang ging, bis ich's verstanden habe, was hier passiert ist. Dann habe ich das schnell geändert. Aber das muss man erst mal wissen, muss ich auch dazu sagen, ja. Als er starb, habe ich im Prinzip seine Position in unserem Familiensystem übernommen und das ist falsch. Das geht nicht. Ich bin seine Tochter. Ich kann niemals auf seine Position gehen, ja? Dass ich da Mutter unterstütze, aber ich habe sie unterstützt nicht als Tochter, ich habe sie schon unterstützt wie als Partner. Und das geht nicht. Und da muss man auch ein bisschen unterscheiden, in welcher Position bin ich jetzt? Und dessen muss man sich auch bewusst sein, das muss man wissen. Wo bin ich? Bin ich jetzt Position Tochter oder bin ich schon jemand anders? Ja, übernehme ich eine andere Rolle? Weil wenn ich eine andere Rolle übernehme, dann kann ich mich zum Beispiel selber gar nicht wahrnehmen, mich selber nicht fühlen, nicht spüren. Aha. Das ist dann, als würde ich nicht mein eigenes Leben leben. Ja, das kennen wir von vielen Leuten, wo die arbeiten und da heißt, ich bin nicht wirklich in meinem Leben, ich übernehme den Job meines Vaters, meines Onkels, meiner Mutter, was auch immer. Ganz Ähm, genau. Das dann energetisch und da hat man dann oft Nacken, Schultern, Rückenschmerzen. Und das ist so ein ziemlich Großteil deiner äh, Kunden, die zu dir kommen, haben diese Probleme, dass sie nicht ihr eigenes Leben leben oder wie ist das? Die haben, genau, körperliche Probleme zum Beispiel oder sind durcheinander gekommen und kommen gar nicht mehr weiter. Es kommen zum Beispiel welche, wo es Beziehungen nicht klappen, ja, wo immer wieder zum Beispiel zu Trennungen kommt, ja. Oder die landen in einem Dreieck, ja, dass immer irgendwie eine dritte Person dazu kommen muss. Wie soll ich jetzt fremdgehen oder irgendwie, ja, oder man selber geriet dann als Dritte in eine Beziehung. Ja, da entsteht auch ein System. Das ist auch irgendwo auch von irgendjemandem höheren Macht geplant, um die Erfahrung zu machen. Weil
schlussendlich ist es ja so, dass wenn die Seele auf die Erde inkarniert, hat sie schon längst ihren Plan Ja. gemacht. Sie hat sich schon längst mit allen möglichen Leuten verabredet, die ihr helfen werden, eine gewisse Erfahrung zu machen, die sie sich jetzt ausgesucht hat. Das ist manchmal schon spooky, Ja, ja? das sind dann das ist eine andere Frage, die ich gar nicht daran gedacht habe, aber in meinem Bewusstsein ist, vor allem wenn ich dann den Podcast bearbeiten würde, würde ich sagen, oh, jetzt hast du vergessen, das zu fragen. Weil das eine ist ja die Ahnenlinie oder auch die Kultur, wo man reinwächst. Da übernimmt man Auch ja die auch Kultur. gewisse Sachen. Stimmt. Ob man jetzt einen muslimischen oder orthodoxen Richtig. oder buddhistischen oder christlichen Region aufwächst, dann nimmt man auch Sachen auf. Ich als Schweizer weiß, im Fußball gegen Deutschland zu gewinnen, ist irgendwie fast unmöglich, obwohl man vielleicht alle anderen Gegner schlägt, die Deutschland ohne weiteres schlagen, da hat die Schweiz immer wieder Probleme. Das ist ja auch so ein kulturelles Ding, nehme ich jetzt mal an. Ja. Aber dann hat man ja auch wieder die Seelenaufgabe, sagen viele. Das heißt, man unterschreibt oder plant, was man macht und was man erleben will. Also das ist ja dann auch wieder, hast du dann auch, okay, Leute kommen ja nur zu dir, wenn die Seele das will. Das heißt, ich nehme mal an, man findet dich ja nicht, wenn die Seele nicht möchte, dass man diese Dreiecksbeziehung lösen möchte oder das Geldproblem oder dass man die Mutter ist oder der Vater oder eben dann der Vater plötzlich das Kind von einem wird, wenn man da überspringt, das gibt es sicher auch, oder die Mutter oder weiß ich doch was. Wenn die Seele das nicht möchte, dass das gelöst wird, dann finden sie dich nicht oder eine andere Person, nehme ich mal an. Oder wie siehst du das? Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. Also auf Seele würde ich vielleicht das jetzt so nicht. Ja gut, wobei schon auch, weil ich denke, wenn die Seele einen Seelenplan hat, und das hat ja jeder Mensch hat einen Seelenplan. Und ein Seelenplan, das ist wie, jemand hat mal so erklärt, das war ganz spannend. Übrigens auch ein Schweizer, dem seine Bücher habe ich, glaube ich, alle gelesen. Ähm, Der hat das so erklärt. Der Seelenplan ist wie ein Zugbahnhof oder Zuglinie. Es gibt Haltestellen. Und dein Plan ist zum Ziel, keine Ahnung, nach Bern zu fahren. Aber es gibt ja Haltestellen, Wendepunkte. Und du hast immer die Möglichkeit auszusteigen. Dann steigst du in Schaffhausen aus, dann gehst du nach Zürich, dann gehst du so wohin. Und das hat dann wieder mit der Reinkarnation wieder zu tun. Und die Seele muss die jetzt Erfahrung machen, bis zum Schluss macht. Und die wird immer wieder dich dahin lenken. Aber im Endeffekt sind wir hier Menschen und wir treffen Entscheidungen. Und manchmal treffen wir andere Entscheidungen, nicht die die Seele für uns vorgegeben hat. Wir hören auf unsere Intuition nicht. Und durch die Intuition führt uns die Seele. Das ist das sogenannte Bauchgefühl. Ja, oder Herz. So ist auch. Oder Herz, genau. Weil ich sage auch immer, um Herz zu hören, muss hier Ruhe sein. Und dieses Rathaus hier, das muss aufhören weil die reden da alle durcheinander. Einer diskutiert mit dem anderen. Soll ich das jetzt kaufen? Soll ich nicht? Das ist zu teuer. Ach, egal, gibt's aus. Und das und jens. Und so geht das doch die ganze Zeit. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wann haben wir mal unser Herz schlagen gehört? Wirklich, Herzschlag wahrgenommen, wie es schlägt. Selten. Die wenigsten Menschen, das schlägt halt. Ja, das schlägt halt da. Ja, da nimmt man sich wahr, was immer da ist. Okay, wow. Weißt du noch, welcher Schweizer ist das? Wie heißt er und was sind das für Bücher? Pascal Vogenhuber. Vogelhuber. Okay, ich glaube, ich habe das mal gehört. Aha, Und er hat ein paar Bücher. bestimmt hast du ihn gehört. Ja. Okay, Ein paar Bücher habe ich ja, ja. dann nehmen wir das in die Shownotes, dass die Leute da vielleicht Inspiration geben. Aber ja, das ist immer so die Frage. Man hört diese Leute mit Erfahrung, Nahtoderfahrung, Außerkörpererfahrung, Meditation, was auch immer, Halluzinogene. Und dann kommen sie und sagen, ja, die Seele hat einen Plan, fertig, Schluss. Das ist wie vorausgeplant, man hat nur der freie Wille ist, wie man sich fühlt dabei, bei dem, was passiert. Dann kommen andere Leute, die sagen, das sind Stationen. Das heißt, man trifft
diese Frau oder diesen Mann hat Kinder oder nicht, diesen Boss etc. Man hat gewisse Eckerfahrungen, die einfach sein müssen. Und was dazwischen ist so mehr oder weniger der freie Wille. Und andere sagen, ja, da ist ein Plan, aber ob wir den erfüllen, das liegt dann an uns, ob wir der Intuition zuhören oder nicht. Das heißt, wir können komplett ein anderes Leben führen, als das die Seele wollte. Und ja, das ist wie schwarz und weiß fast. Das heißt, alles ist vorausgeplant, man hat eigentlich gar keinen freien Willen zum, ja, eigentlich ist da ein Plan, ich wollte nach Bern, aber ob ich dann in Paris lande, liegt dann an uns. Ja, weißt du, wobei ich sage, klar, natürlich hast du einen freien Willen. Einerseits hast du den Seelenplan. Andererseits hast du auch deine Ahnengeschichte. Aber du bist in diese Geschichte ja gar nicht mal zufällig hineingeboren. Weil wahrscheinlich bist du genau derjenige, der die ganze Geschichte jetzt hier, die ganzen Verstrickungen und löst. Ja, und einfach Frieden reingibst, Liebe wieder reingibst, ja. Mm, Und es gibt ja auch das, was mir hier heute widerfährt, kann ja sein, dass im früheren Leben ich damals die oder derjenige war, der es den Menschen angetan hat. Mhm. Ja, das ist dann eine Seelenerfahrung. Es kann sein, dass die Seele auf die Erde kommt und sagt, boah, also ich will jetzt aber wissen, wie sich Liebe anfühlt. Aber um Liebe zu fühlen, musst du durch den Schmerz gehen. Ja, das habe ich oft gehört. Oder ich will wissen, wie die Menschen leiden. Wie die Menschen leiden. Weißt du, das ist vielleicht ein Obdachloser. Vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich sag's trotzdem. Vielleicht hat seine Seele genau diese Erfahrung gewählt. Und dann komme ich, die großherzige, barmherzige Irene, und miete ihm ein Hotelzimmer, buchen da ein, gib ihm noch Geld. Er geht hin, schläft dort einmal, versäuft vielleicht das ganze Geld, will wieder zurück unter die Brücken und dann bin ich schuld, weil er keinen Platz hat. Er will diese Veränderung vielleicht gar nicht. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wir können nicht für jemanden etwas entscheiden. Auch wenn es weh tut, wenn wir hinschauen und der Mensch leidet. Aber es ist seine Entscheidung. Es ist seine Entscheidung, bleibt er da oder geht er und hat ein besseres Leben. Der entscheidet sich, bei der Brücke zu bleiben. Dann bin ich auch noch schuld, Ja. weil sein Platz belegt ist. So, jetzt ist wieder alles da. Ja, wir haben da nochmals ein paar Wow. Internetprobleme. Äh, Ja. Dabei gibt es auch Leute sind vielleicht, man ist an einem Zeitpunkt bereit. Vielleicht vor 2 Jahren hat man dich gehört oder jemand anderen, Tony Robbins oder Joe Dispenza und so weiter, wie die alle heißen, und denkt, das ist ja ein Blödsinn, Quacksalberei, das stimmt nicht, und irgendwie vergehen 2 Jahre und dann hört man das selber und denkt, wow, geil, weil jetzt ist man bereit. Ja. Also versuchen wir mal weiterzugehen von hier mit meiner Struktur. Du siehst, wir beide gehen da links und rechts. Was habe ich hier überhaupt noch? Ja, was wäre eine Wahrheit über Heilung oder Bewusstsein, die von vielen Menschen heute noch nicht verstanden wird, die aber ihr Leben komplett verändern können? Was missverstehen die Leute über eben Heilung und Bewusstsein? So generell. Weißt ich habe die Erfahrung gemacht, das ist Hokuspokus, hat mir eine gesagt. Das wird immer noch so ein bisschen als Hokuspokus abgestempelt. Obwohl ich sagen muss, diese Person kam, die hatte unglaubliche Migräne. Wir haben zu dem Zeitpunkt zusammen trainiert. Und die hatte unglaubliche Migräne. Ihr ging es richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich gesagt, du komm, wenn du erlaubst, versuche ich das dir zu lösen. Und sie hat es auch gespürt. Und ihr ist ja auch besser gegangen. Und ich habe ihr auch erzählt, was ich wahrgenommen habe, ja. Und habe gesagt, du solltest jetzt, weil es kommt Information einfach durch mich durch, solltest jetzt Pause machen, nicht mehr trainieren, du sollst auch jetzt gar nicht Auto fahren. Es ist zu gefährlich, du bist zu schwach.
Und sie ist dann zu ihrer Mutter, die hat sich auch dann hingelegt und es wurde auch viel, viel besser. Sie hat gesagt, so schnell ist ihre Migräne noch nie weggegangen. Dennoch hat sie das als Hokuspokus abgestempelt. Dann hatte ich einen Klienten, der hat richtig Sessions bei mir gebucht und wir haben eine Zeit lang gearbeitet, sehr erfolgreich gearbeitet und wir haben auch einiges ändern können. Und dennoch sagt er auch, ich glaube an sowas nicht, aber kommt, weißt Das du? kenne ich Also, auch. so, ja, siehst und aber was viele sagen, die glauben nicht. Und ich muss dann fragen, aber an WLAN, glaubst du an WLAN? Radiosender, das sieht man nicht. Diese Radiofrequenzen, diesen Schall, das sieht man nicht. Aber es ist da. Und wieso ist die Energie nicht da? Diese Energiearbeit, diese Heilung, wieso ist das nicht da? Ja, und dann überlegen die Leute schon, ja tatsächlich, WLAN kann ich weiß, dass es da ist und fertig. Es heißt WLAN, was da durchkommt. Wir haben alle kabellose Geräte. Genau. Ja, das habe ich noch nicht Das, überlegt, das mit dem WLAN. Aber ich habe auch einen Kollegen, der hat Ayahuasca 21 Tage gemacht und konnte sich nicht mit der Mutter des Schamanen unterhalten richtig. Und die hat gesagt, hey, diese Frau, die ist nicht für dich, lass sie gehen. Und er hat über schon 26 Jahre oder so, mit 18 hat sich seine Freundin von ihm getrennt, nachdem seine Mutter an Krebs gestorben ist und sein Vater zuvor schon. Und er hängt immer noch daran. Und trotzdem glaubt er nicht daran. Aber sie hat dir das gesagt, obwohl du mit ihr nicht richtig reden konntest, hat sie das irgendwie dir gesagt, lass sie gehen. Und du denkst immer noch an diese Frau. Du bist 44 jetzt. Du warst 18, als sie gegangen ist, oder 42. Und trotzdem glaubt er nicht daran. Ja, wieso gingst du dann 21 Tage in den Urwald für Ayahuasca, um dich zu heilen? Deine Magenschmerzen, dein Magen ist wieder gut. Du hattest jenste siehst du? Doktorarbeit und Medikamente, nichts hat geholfen. Und trotzdem, ja, nein, Olli, ich weiß nicht. Und ich habe gependelt für ihn, Seelenenergien, was für Aktivitäten am besten sind, wo man am meisten Energie herholt. Mhm. Soul Realignment heißt das. Und das macht alles Sinn, ich habe das für 25 Leute gelesen und bei ein paar habe ich gedacht, wow, ich habe mir das gar nicht überlegt, als ich die Arbeit gemacht habe, aufgeschrieben. Aber als ich das so präsentiert habe, so, ja, ich sehe dich da. Okay, scheiße. Irgendwas ist da. Ich habe ja nur ein Pendel und sage eins, zwei und so weiter. Das ist nicht irgendwie, Ja, das ist wirklich strukturiert mit Auswahl. Und dann hat man eine Geschichte da. Auch mit vergangenem Leben oder dem jetzigen Leben. Ja, mit 14, 15 ist was passiert in deinem Leben, dass du dich blockieren lassen oder einen Engel genommen, damit du diesen Schmerz nicht mehr fühlst. Aber dieser Engel hat diese genau. emotionelle Energie und oft da kommen, zwei Leute sind zurückgekommen zu mir, haben nachgesagt, hey, das hat mir geholfen. Ja. Aber eben für mich ist es auch lustig, weil, ja, ich selber, du hast gesagt, vielleicht spüre ich diese Energie, ich kann das nicht einordnen. Ich habe auch eben das Da Mhm. Silva ausprobiert mit einer Online-Webseite, wo Leute ihre Beschwerden aufschreiben. Da kann man so im Team zu zweit oder 4, 5 Leute dann wie hereinfühlen, was fehlt dieser Person. Man kann sich vielleicht vorstellen, Okay. wie sieht diese Person aus, dünn, dick, groß, lang, kurz, was auch, Haarfarbe, Augenfarbe. Man versucht das alles und schreibt es auf und dann man sieht Probleme im Blut oder Haut oder Knochen oder Kopf oder was auch immer. Und dann sieht man, ja, Autounfall und so weiter. Und da kann man sehen, da hat man was gelernt, eben zum Üben. Von dem her, ich kenne das mit diesem, man glaubt nicht dran, aber macht es trotzdem. Mhm. Ähm, Ja. Nächste Frage, die ich hier habe. Mal schauen, wir sind schon 1,5 Stunden da. Mal sehen, ob deine Energie noch reicht. Ähm, Was sind so die ersten Schritte, mit denen Menschen wieder Verbindung mit sich selbst aufbauen können? Also jetzt wissen wir, sie haben verschiedene Probleme. Es kann sein, dass man etwas im Leben aufgenommen hat, irgendwann mal, von den Eltern oder selbst oder Ahnen. Und jetzt löst man das und viele Leute sind ja nicht verbunden mit sich selbst. Eben, man spielt ein
man spielt die falsche Position in der Familie oder im Geschäft. Wie kann man mit sich selber verbinden? Was sind das so für Mhm. Schritte? Es gibt Übungen, Körperübungen, die erzähle ich in meinen Kursen. Und dass man sich selber wahrnimmt, durch Abtasten zum Beispiel, Abklopfen. Und man muss unbedingt lernen, erstmal muss man wissen, muss man verstehen, was es alles gibt. Dass ich nicht unbedingt ich bin. Ja? Ja, genau, dass das, was ich mache, vielleicht gar nicht mal meine Entscheidung ist, sondern dass ich sie aus Schuldgefühl oder Loyalität oder was auch immer, aus welchem Grund auch immer, mache. Und das ist zum Beispiel etwas, wo über Generationen wird eine Firma geleitet, angenommen, ja, und der Nachfolger, der männliche Nachfolger, übernimmt dann irgendwann mal die Leitung von der Firma. Hier wird das Kind aber nicht gefragt, ob es das machen möchte. Es ist selbstverständlich, dass diese Firma von dieser Person jetzt geleitet wird. Ja, weil das schon immer so war. Und plötzlich funktioniert diese Firma aber nicht. Dann heißt es, du bist unfähig und, du bist unfähig, die Firma zu leiten, du fährst die ganze Sache gegen die Wand, du machst alles kaputt. So, aber diese Person wurde ja zu keinem Moment gefragt, ob es machen möchte. Es wurde bestimmt. Es hat es gemacht, weil es machen muss. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Sache, die hat jetzt mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Essenz gar nichts mehr zu tun. Man verliert sich. Und in meinen Kursen geht es genau darum, der Weg zu dir selbst. Wir machen unglaublich viele Übungen. Wir machen viele meditative Übungen, also Audioübungen. Ich bringe sehr, sehr viele Beispiele. Wir gucken uns die Kindheit an, Kindheitsprägungen. Wir gucken uns die Elemente von den Eltern, die Konstellation, Geschwister, ja. Und da kommen, gerade jetzt die Woche im Kurs, ich gucke die Leute an und plötzlich verändern sich die Gesichter. Wow, ist gar nicht von mir, das bin ich gar nicht. Was? Und diese Momente, die sind für mich, kann das gar nicht beschreiben, die sind Gold wert. Ich liebe diesen Gesichtsausdruck, wenn es plötzlich alles aus dem Gesicht. Was? Ich? Das ist nicht meine Entscheidung? Was? Das finde ich dann toll. Es gibt Körperübungen, dass man zum Beispiel als Tipp, oder darf ich schon mal sagen, dass man hier das Handgelenk nimmt und mit der Hand umfasst und ein bisschen zusammendrückt und anfängt so ein bisschen zu reiben. Und du gehst dann voll und ganz mit deiner Aufmerksamkeit auf diese Stelle und spürst sie. Und plötzlich spürst du und hörst du nichts mehr, weil du spürst nur, wie zwischen deinen Fingern warm wird, wie sich das anfühlt. Ja, und genauso anderes Handgelenk. Und so kommst du mehr zu dir. Du bleibst bei dir. Du bist fixiert auf dich und nichts ist mir wichtig. Oder viele Achtsamkeitsübungen. Das ist auch so ein wichtiges Tool, auch wenn das so abgedroschen ist, weil es wird so viel angeboten. Aber alleine, wenn du Wasser trinkst, mach das bewusst. Stell dich hin und werde dir dessen bewusst, dass du jetzt ein Glas in der Hand hältst. Wie fühlt sich das an? Wenn du nur ein Tropfen Wasser in den Mund nimmst, wie fühlt sich das an? Wenn du den Weg bewusst begleitest von diesem Tropfen, ja? Das sind so Sachen, die müssen gelernt sein. Wir sind in der heutigen Zeit, es muss alles so schnell sein. Manchmal vergessen wir, dass wir überhaupt gegessen haben, zum Beispiel, oder getrunken haben, weil das alles schnell gehen muss. Wir haben es verlernt, etwas bewusst zu machen. Und nicht nur verlernt, vielleicht niemals gelernt, uns wirklich wahrzunehmen, Bewusst zu essen. Das ist bewusst zu die essen. Kinder jetzt, keine Ahnung, wie das heißt, Generation Z, Y, also meine Kinder mit 12, 14, aufgewachsen mit Tablets, Fernseher,
YouTube, all dem Zeug, das richtige eben Essen vorbereiten, hinsitzen und dann eine halbe Stunde am Tisch sitzen und nichts anderes machen, das Nichts anderes. haben wir nicht durchgezogen. Ich erinnere mich als Ja. Kinder, ja, dann sitzt man am Tisch und dann isst man und langsam, wenn alle fertig sind, geht man vom Tisch. Diese Mhm. Geduld haben die Kinder heutzutage nicht mehr. Also ich wusste auch nicht, wie ich das erziehen soll. Aber das ist ja Ja. Achtsamkeit eigentlich. Man Ja. kauen, Also schlucken. was ich bei uns eingeführt habe, es gibt keine Handys am Esszimmertisch und kein Fernseher, nichts. Und wenn ich aber runtergehe und es ist irgendwas, dann wird das abgestellt. Weil ich möchte das nicht, weil ich habe gesagt, wir sind so wenig zusammen, weil jeder beschäftigt ist, ja, und unterwegs ist. Aber zu diesen Esszeiten möchte ich, dass wir zusammen sind und dass wir uns unterhalten, uns wahrnehmen, miteinander reden, dass wir mal wissen, wie der andere ausschaut. Das ist ja, wie geht's denn meinem Kind? Wie war denn sein Tag? Nicht nur, wie sind die Noten und was weiß ich, sondern wie war wirklich dein Tag? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Und das ist wichtig. Und ich muss sagen, der Sohnemann, der ist da gerade so in der Pubertät, der ist da ein bisschen stachelig, was das angeht. Aber die Tochter zum Beispiel, die verfolgt und die ist selber sehr sensitiv und sie redet wirklich, sage ich jetzt mal, weise für ihre 11 Jahre und benimmt sich auch bewusster, ja, bewusster. Ich habe zum Beispiel eine Übung gezeigt, das kann man auch mit Knete machen, aber die Kinder, die machen ja Knete selber oder so Schleim. Dann habe ich gesagt: „Schau mal, Der Schlag schrecklich, das über. ist Sauerei überall, schrecklich, aber egal.“ Ich habe gesagt: „Wenn du schon so was machst, guck mal, dann machen wir aber auch eine Übung draus, die dir was bringt.“ Weil nur Sauerei machen ist okay, aber machen wir's mal nützlich. Und jetzt habe ich gesagt: „Guck mal, es gibt mit Sicherheit 'n ganzen Tag irgendwelche oder an einem Tag irgendwelche Situationen, die dir nicht gefallen haben, wo du dich geärgert hast oder so. Und jetzt nimmst du deine Knete oder den Slime und alles, was du da knetest, gibst du das alles rein. Du sprichst es aus und knetest das rein, weil im Endeffekt ist es nachher sowieso ausgetrocknet, schmeißt es weg. So hat sie das für sich jetzt gerade gemacht, geknetet und alles rein, 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 rein und weg, fertig, sauber. Er sagt: „So kannst du machen, so kannst du dich reinigen Ja. und deine Kehlchakra hier auch reinigen, Kommunikation, ja. Nicht halten, aussprechen, aussprechen.“ Ja. Und das ist mir wichtig, dass ich auch meinen Kindern von meinem Wissen auch mitgebe, dass die das auch nutzen. Ja, und hat dein Mann auch etwas mitgenommen, mit dir zu leben? Also, ich muss sagen, hätte ich meinem Mann wahrscheinlich mich von meinem Mann gleich geoutet. Ich habe zu ihm gesagt: „Habe ich jetzt mich gar nicht genommen.“ Erst später. Ich habe ihm das erst später gesagt, wo sein Vater gestorben ist. Da habe ich ihm dann gesagt, dass er da war und ihn wahrgenommen habe und ausgerichtet habe und so. Und das hat ihn dann natürlich schon sehr tief berührt und dann sind auch Sachen rausgekommen, von denen ich nicht wissen konnte, habe ich ihm erzählt. Und da blieb ihm ja nichts anderes übrig, wie mir im Endeffekt ja auch zu glauben und zu vertrauen. Und dann habe ich gesagt: „Gell, hätte ich dir das vor X Jahren gerade zu Beginn gesagt, wahrscheinlich hättest du gesagt: ‚Oh mein Gott, gehe weg.'“ Ja, das war das letzte Gespräch vom letzten Donnerstag mit Eva, die du kennst. Ja, Ihr Mann akzeptiert es, aber ja. Und er weiß, es ist ab und zu ja, hilfreich. Aber sonst ja, lässt sie ja, machen. mein Mann akzeptiert das. Er unterstützt mich auch dabei voll und ganz, also wirklich, muss ich sagen. Und auch, er sagt dann auch, wenn die Kinder irgendwas: „Geh zu Mama, sie macht das. Geh zu Ma“, also er weiß es schon, ja, ähm, dass ich da auch was machen kann, ohne dass wir Medikamente nehmen müssen, ja. Und das ist mir auch wichtig. Und er selbst, also hat er wurde er intuitiver selbst oder hat er sich selbst auch etwas verändert durch
die Arbeit mit dir, das Leben mit dir? Ja, durch das Zusammenleben mit mir. Ähm, also, was er noch nicht machen möchte, er will noch keine Aufstellung machen. Ich habe gesagt: „Hast du Angst?" Sagt er: „Ja." Okay. Er hat Angst. Aber das ist auch in Ordnung. Er muss es ja auch nicht, ja. Aber ja, klar, ich glaube, unser Leben hat sich im Allgemeinen verändert. Ich bin wesentlich ruhiger geworden, weil ich an meinen Themen gearbeitet habe. Ja, ich projiziere zum Beispiel Wut oder Schmerz oder Aggressionen nicht mehr so nach außen an die Leute, die nichts dafür können, sondern ich schaue erstmal, wo ist das entstanden? Was ist das überhaupt und woher kommt das und wie kann ich das äh, richtig und nützlich vielleicht für mich rausholen? Ja, weil ich kann zum Beispiel, ist dieselbe Energie ein Mörder oder ein Chirurg? Ist die gleiche Energie, gleiche Wutpotenzial, gleiche Aggressivität. Der eine tötet, der andere rettet Leben. Kannst du, Beide arbeiten mit ja, Messern. es ist Mars, die Energie von Mars, wenn man Astrologie Genau, rangeht. siehst du, da kennst du dich jetzt aus, da bin ich jetzt nicht so mit Mars oder mit Planetenenergien, aber ist auch sehr spannend. Ja, ja, das Blut und so Aber weiter. Blut schneiden. Oder genau, ist das, ja, egal. Ich bin nicht kein Experte, nur ein bisschen, ich bin in vielen ein bisschen Orten, von, ein bisschen hier, ein bisschen da. ja, genau, genau. Ja, eben, weißt du, und so kannst du das machen. Zum Beispiel einer, der seine Aggressivität, seine Wut auf die Kinder, auf die Familie loslässt oder aggressiv zu anderen Menschen ist, immer wie heißt das jetzt, am Stinkern ist oder Leute beleidigen oder piesacken. Das ist auch eine Aggression. Wenn die Person aber jetzt äh, Sport machen geht, Wettbewerbe, dann ist es die Nummer 1. Der hat das größte Potenzial. Der kann seine Wut, er braucht da viel Power. Und dann kann er, keine Ahnung, diese Bälle werfen oder was der da immer macht. Dafür braucht er Power. Und da weißt du, diese Balance finden. Wie kann ich das alles, was in mir ist, vielleicht angestaut ist, auch wenn es nicht von mir ist, auch wenn ich aus diesem, aber es ist in mir drin und es muss irgendwie raus. Ich kann das nicht halten. Ja, also genau das, was du sagst. Ein Kollege hat mir gesagt, die Wut war sein größter Antreiber, um erfolgreich im Business und so weiter zu werden. Und Ja, diese Wut ja. zerstört mich. Meine Wut zerstört mich und hält mich zurück. Aber das ist dann vielleicht die Scham, oder? Oder Wahrscheinlich die eher die Scham. Loyalität, Scham und dann die Wut kann nicht wirklich positiv genutzt werden und ist dann halt Mhm. passiv-aggressiv. Also das habe ich auch von dir gehört in einem Instagram. Ja, Und ich glaube, genau. ich war mit meiner Ex-Frau passiv-aggressiv, weil ich einfach keine Liebe mehr Mhm. gespürt habe für mich selbst. Und da kann man für die Kinder Mhm. und den Ehepartner gar nichts, das spürt man auch nichts. Und man steht dann, schaut an, sagt, super Frau, sie unterstützt mich hier und die Kinder und alles ist toll, aber ich spüre nichts. Aber klar, da waren dann fokussiert man die Sachen, die halt dann nicht funktionieren, wo man dann eben Ja. Hilfe möchte haben und da bekommt man die Hilfe nicht. Ja, und dann wird es halt dann negativ und dann geht es runter. Und da bin ich jetzt seit 5 Jahren alleine. Ja. Aber ich weiß nicht, ja. Olli, das ändern wir. Wir stellen Wir auf. ste- Ne, und das wegen dem Aufstellen. Ja, wir können da stundenweise noch reden. Ich Ja, hatte, sag wirklich. jetzt weiß ich nicht, wie viele Jahre ist das her? 3 Jahre, 4 Jahre, keine Ahnung mehr. Ein Schulkollege von mir, ähm, ich weiß, er hatte im Juni Geburtstag. Da, ich glaube, wie alt wurde er? Wahrscheinlich 40 oder so. Er ist jünger wie ich, 1, 2 Jahre. Und haben mir gesagt, ich komme an deinen Geburtstag, wir feiern, ich bin in der Schweiz, ich bin ja geschieden etc. Weiß nicht mehr, ob das im Jahr der Scheidung war oder später. Und dann hat er mir einen Tag zuvor geschrieben, es tut mir leid, es geht nicht, ich bin zu Hause krankgeschrieben. Und der hat wirklich da mehr oder weniger Vipassana und alles mögliche Spirituelle gemacht, ohne es zu wissen, was er macht. Da war ein Problem mit seiner Frau, die hat dann mit die Kinder genommen, hat dann bei ihrer Mutter oder so gewohnt und er war eine Woche oder so, 2 Wochen alleine, hat alle Gefühle gespürt und ich habe ihm dann so einen Stein gemacht als Geburtstagsgeschenk
und habe gesagt, ich denke, Aufstellung wäre was für dich. Er so, was ist Aufstellung? Ich so, such mal so Familienaufstellung. 2 Wochen später hat er das gemacht. Also ich habe ihm das nur so als Idee gegeben, weil irgendwie das intuitiv, das hat für mich sich richtig angefühlt mit all dem anderen, was ich kenne. Und da hat er mir zurückgeschrieben und hat gesagt, Oliver, du musst unbedingt eine Familienaufstellung machen. Das hat so viele Probleme gelöst. Und Ja. er hat nicht an das geglaubt. Aber mit den Gesprächen, die ich mit ihm gemacht habe, sagt er, ich verstehe, was du machst. Und er hat einfach das Gefühl gemacht. Und ich habe dann in Dänemark auch gesucht, wo ich eine Familienaufstellung machen kann, habe aber das nicht wirklich gefunden. Meine Schwester macht das immer wieder und sie hat dann ab und zu mal, der Kontakt wurde besser mit meiner Schwester, weil sie eine Familienaufstellung gemacht hatte und dabei festgestellt hatte, dass ich der Sündenbock war für sehr vieles in meiner Familie. Und sie hat sich dann bei mir Okay. entschuldigt und das hat mir dann geholfen zu sagen, okay, endlich. Wow. Weil Ja, das ist ich hatte die schön. Nase voll, immer für alles hinstehen zu müssen und habe es versucht zu kommunizieren, wurde nicht gehört. Und dann kommt meine Schwester und sagt, ich habe das in einer Familienaufstellung gesehen. Es tut mir leid, dass du immer hinhalten musstest. Ja, Also das ist jetzt auch für die Zuhörer. da werden viele Sachen gelöst, ja. Und sie hat das ja nicht für mich gemacht, sondern für sich selber. Aber Ja, klar. diese Familienaufstellung, hat sie gesagt, war 80% über mich, obwohl sie eigentlich. Aber es war ja dann die Energie Mhm. zwischen mir und ihr, die da angesprochen wurde. Daher wurde ich so Mhm. oft dann in dieser Familienaufstellung anscheinend hervorgehoben. Aber es ging ja darum, dass sie Energien bei sich löst, welche mit mir zu tun hatten im Endeffekt. Also, schauen Wow. wir mal, ob wir das jetzt da zusammen. Ich denke mal, 2 Stunden ist ziemlich gut für die meisten Zuhörer. Und wir werden da wahrscheinlich irgendwann mal tiefer nochmal reden. Ja, gerne, voll gern, hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, du hast mich nicht so nervös gedunkt. Du hattest noch gesagt, du warst nervös an diesem vor dem Interview. Wir hatten da noch, ja, okay, ich habe auch ein paar. Ja, bitte, gespielt. Ja, nein, wir hatten Probleme am Anfang mit der Verbindung und allem, obwohl meine Verbindung, Ja, aber dein Bild ist nicht klar. Also ich muss ihn dir mal anschauen, ob es gut das geworden wird schon ist. gut. Auf meiner Seite sehe ich gut aus. Immer, ich sehe immer Ah, gut aus. sieh mal. Ah, okay, okay. Nein, das wird schon gut. Das wird schon gut. Sind wir jetzt? Du hast erzählt, was du machst. Du hast ein paar Tipps gegeben. Wir sind tiefer gegangen. Typische Probleme, die Menschen haben. Eben, sie glauben nicht daran, aber kommen trotzdem und sie sehen trotzdem Erfahrung. Ähm, Hast du vielleicht ja, mit deiner Arbeit mit den Menschen, hattest du eine große Überraschung? Vielleicht etwas, das plötzlich kommt. Etwas, was du selbst nicht dran geglaubt hast, das dich selber überrascht hat. Also ich kann mich so gut noch an meine allererste Aufstellung erinnern. Also ich nenne das Aufstellung, weil das eher einer kennt wie jetzt Quantencoaching. Mhm. Ja, eigentlich Fachjargon ist es Quantencoaching, weil wir arbeiten tatsächlich im Quantenfeld, ja. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo ich selbstständig gecoacht habe und aufgestellt habe, das war 1:1 übrigens. Ich arbeite nicht immer mit Gruppen, nur wirklich in Ausnahmefällen mit Stellvertreter, sonst immer 1:1, weil das sind sehr viele intime Themen, ja, und sehr, sehr persönliche. Und ich weiß, diese Person, die hat gesagt, sie hat seit Jahren Nackenschmerzen. Seit Jahren. Sie ist jedes Mal beim Einrenken, beim Massieren, bei Physio, bei dem, bei jenem. Und dann habe ich gesagt, na ja gut, schauen wir mal. Und dann haben wir aufgestellt, wie gelernt, so auch aufgestellt. Wir sind auf der Seelenebene gelandet. Da sollte man gar nicht hin, aber da sind wir hin.
Wahrscheinlich hat die höhere Macht gedacht, ne, die Irene, wird das schon verkraften. Also sind wir höher geflogen. Aber ich muss dir sagen, wir haben das da gelöst und das waren Sachen, die vom Krieg noch waren. Welchem Krieg jetzt? Na, vom Zweiten Vom Weltkrieg. Zweiten. Ja, es hat Die immer noch an ihr hangen. Genau. und Die Schuldgefühle, die starke Belastung, Verantwortung. Und das hat sich aber auch in ihrem Leben gezeigt. Starke Verantwortung dem Vater gegenüber, für den Vater die Verantwortung übernommen, Schuldgefühle dem Vater gegenüber so rum, Verantwortung selbst übernommen. Und das ist das, was uns dann belastet und kaputt macht, weil wir können nicht für jemand etwas tragen, können unsere eigenen Sachen tragen und dann kann die Energie auch fließen. Ich sage immer, die Energie, das ist wie ein Wasserfall, fließt ja auch von Berg runter und nicht umgekehrt. Und die Energie fließt auch von oben nach klein. ja, Das heißt, meine Energie fließt zu meinen Kindern, nicht zurück. Weil wenn ich die Energie von meinen Kindern zapfe, dann bin ich nicht auf meiner Position. Dann ist schon verkehrt. Dann ist schon Belastung für mein Kind, ja. Aber ich bin der Geber, die Kinder sind die Nehmer. Und so ist es ja bei uns ja auch mit unseren Ahnen. Die Ahnen geben. Und wenn da die Reihenfolge und Richtung alles stimmt, dann fließt die Energie auch, dann ist es für uns leichter, ist der Weg frei. Letztens hatte ich jetzt eine Aufstellung, ganz kurz, die ist jetzt wirklich ganz frisch. Das war eine Frau, die ist farbig und sie hat immer gedacht, die wird von Leuten nicht so angenommen wie die anderen. Sie musste sich immer beweisen. Sie hat das Gefühl gehabt, sie hat es immer ein Stückchen schwerer gehabt wie alle anderen. Super intelligent, mega schlau, super gut in der Schule, geile Ausbildung, geiler Job. Aber irgendwas in ihr ist so. Und dann haben wir aufgestellt, hier tatsächlich mit Stellvertretern. Und dann hat sich herausgestellt, dass ihre Ahnenreihe, ich weiß jetzt nicht, welche Generation, in der Sklaverei waren. Und ihre Anfrage war, sie hat Angst, die Freiheit zu verlieren, wenn sie anfängt zu vertrauen. Weißt du, und wenn du dann sowas siehst, dann denke ich, ey, das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Und wenn du ein Gespräch führst und sie dann nachforscht und dann anruft und sagt, ja, das stimmt, woher sollen wir denn das ja, wissen? weil viele denken jetzt, ja, alle Afrikaner oder Dunkelhäutigen waren Sklaven. Das stimmt ja nicht. Das Das stimmt ist nur nicht. ein kleiner Teil. Ähm, Das ist nur ein kleiner Teil, Sklaverei. Ich weiß noch, mein Schwiegervater, der hat in Polen gelebt und der hat gesagt, die haben Knechte gehabt, russische Knechte, während des Krieges. Das habe ich jetzt durch ihn erfahren. Ich habe das nicht gewusst, dass es so war. Das war doch überall. ja. Das ist nicht nur wegen der Hautfarbe. Und das, Aber klar, ja, eben Sklaverei, die Afrikaner haben es Afrikaner versklavt. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte, das hört nicht hierhin. ja. Jetzt, was mir aufgefallen ist, was ich nicht gefragt habe, du hast es erwähnt mit deinem Kurs. Und ich habe ja auf deinem Instagram gesehen, du hast da zweimal angefangen mit einem Kurs irgendwie im Januar und dann im März nochmal, keine Ahnung. Was Genau, das ist bietest, jetzt gerade ja, aktuell. was bietest du an, wenn die Leute sagen, okay, Quantumheilung, Familienaufstellung, Wirbelsäulenaufrichtung mit Händen, geistige Arbeit. Wir haben nicht über Intuition gesprochen, weil das wird nochmals 10, 15 Minuten gehen, nehme ich an. Aber sich selber mehr zu berühren oder selber in sich zu weilen, hast du jetzt mal das Handgelenk oder eben das Achtsamkeit, haben wir darüber gesprochen. Was bietest du an, wenn diese Leute sagen, ich fühle mich verloren, ich weiß, da ist mehr, ich glaube mittlerweile an Reinkarnation und dass wir unsterbliche, feinstoffliche Wesen sind in einem Körper, Fleischbody, also Fleischkörper sind. Was bietest du an für diese Leute? Also eines ist, hilfst ihnen mit Beratung und das andere ist ein Kurs. Wie sieht das aus? Ich habe jetzt aktuell einen Kurs. Dieser Kurs ist für alle Menschen, die zum Beispiel
überhaupt verstehen wollen oder sich bewusster wahrnehmen wollen, ja, die das Gefühl haben, bei mir in meinem Leben wiederholt sich immer wieder das Gleiche und irgendwie habe ich mich da verfangen. Und ganz oft meine Erfahrung nach und aus eigener Erfahrung auch, sind es die Frauen, die im Alltag so dermaßen schon funktionieren müssen, dass sie total vergessen, sich wahrzunehmen oder überhaupt für sich gar nichts tun. Ja, ich bringe immer so gerne ein Beispiel, wenn du jetzt im Flugzeug fliegst, da fliegen diese Sauerstoffmaske, wer kriegt die erste? Leider die wenigsten zeigen auf sich. Aber ich bin doch die wichtigste Person in meinem Leben. Wenn ich nicht kann, dann ohne mich läuft's ja trotzdem weiter. Dann kann ich mir doch auch erlauben, die Zeit für mich zu nehmen, Stunde am Tag, um mich zurückzuziehen, weil auch ohne mich wird's weiterlaufen. Weil der Körper ist oder unser System ist irgendwann mal so, wenn es gar nicht mehr geht, ja, da verschwindet erstmal das Geld. Das sind alles so Warnsignale, ja. Da geht die Beziehung flöten, dann ist das mit dem Geld ein bisschen schwierig. Und das nächste ist die Gesundheit. Und wenn du dann abliegst, dann kann alles stillstehen. Ja, Dann kann alles stillstehen und weißt du, und du wirst einfach ausgenockt. Und um das vorzubeugen, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt diesen Kurs kreiert, der heißt Der Weg in meine Kraft. Das ist der Weg zu mir selbst. Wir machen Ich erzähle sehr viel, über uns, wie wir hier sind in der materiellen Welt. Also, in diesem Kurs gehen wir noch nicht in die Ahnengeschichte, also nicht so tief oder in die geistige Welt, da gehen wir nicht so tief. Es gibt Wir haben sehr, sehr viele transformative Übungen, Audioübungen und auch Aufstellungen im Feld machen wir, aber sichtbar mit Figuren mhm. auf dem Tisch und da fühlen wir rein. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Jetzt diese Woche haben wir mit den Selbstliebe, Selbstfürsorge, ja. Und auch wenn ich die Figuren noch nicht mal benannt habe, ich habe nur gesagt Figur nach Zahlen, aber ich habe den Teilnehmern nicht gesagt, welche Figur das ist. Die haben das schon gefühlt. Und das mache ich mit Absicht, um sie so langsam hineinzufühlen. Ich muss nicht wissen, was das ist. Ich muss es wahrnehmen. Und wenn ich etwas wahrnehmen kann, kann ich auch mich wahrnehmen. Und das ist sehr wichtig für mich, dass wir damit arbeiten, dass wir wirklich uns zentrieren, dass wir den Kern, an die Essenz von uns selber kommen. Aus der hinaus können wir dann Entscheidungen treffen. Klar, darauf folgend sind Aufbaukurse, wo wir zum Beispiel in die Thematik nach hinten mit den Eltern, ja, Mama, Papa und ich, wäre jetzt der nächste Kurs, wo wir uns hier die Situation anschauen. Wie ist das Verhältnis? Wie ist zwischen mir, Mama und Papa? Wie ist zwischen den Eltern? Wie sind die Eltern zu mir? Und das ist auch so ein großes Thema, weil wir haben alle Ansprüche und denken, wir wurden ungerecht irgendwie behandelt oder bevorzugt oder. Wir machen uns aber keine Gedanken, wie unsere Eltern das gemacht haben und warum. Zum Beispiel, ja. Und dann entstehen diese Ansprüche, das ist dieser Druck. Und sobald du aber beide Seiten sichtbar machst, entspannt sich das alles wieder. Und dann gibt es sogenannte Heilsätze natürlich, mit denen man auch, wo die Teilnehmer die auch mitbekommen und die können selbst dann damit arbeiten, die lernen für sich damit zu arbeiten, mit diesen Tools, die ich ihnen gebe. Okay, und dieser Kursus, den du gibst, ist, du bist live mit den Teilnehmern. Genau, live im Zoom. Und Genau, live im Zoom. Das findet einmal die Woche statt. Ich habe mir vorgenommen, Stunde bis 1,5 maximal. Das schaffen wir einfach nicht. Und das ist mir auch wichtig. Mir ist auch wichtig, dass der Kurs nicht so viele Teilnehmer hat, damit ich auch tatsächlich auf jeden eingehen kann und jeden auch fühlen und spüren kann. Und wenn es gibt manchmal Teilnehmer, dass die da vielleicht noch nicht so weit sind mit Fühlen und Spüren,
aber das mache ich dann für sie. Und wenn ich sie dann frage, dann passt das, ja, dann stimmt das. Aber die können das noch nicht so fühlen. Aber je mehr du an dir selbst arbeitest, desto mehr, das ist wie so eine Zwiebel, ja, die du schälst, Schicht für Schicht. Da fällt einfach ab und du wirst immer feiner und sensitiver und fühlst einfach dann mehr. Da musst du dich gar nicht groß anstrengen irgendwann mal. Klar sind die Teilnehmer nicht so weit, aber dafür bin ich ja als Leiterin da und führe sie da durch und nehme sie mit. Okay, und das heißt, die Kurse bauen auf sich auf oder man kann reinspringen, wenn immer du einen neuen Kurs hast? Mhm. Wenn jemand jetzt sagt, okay, das Thema jetzt, ich bin auf der Suche nach mir selbst oder wegen meiner Kraft, dieser Kurs läuft, ist nur für 4 Wochen jetzt konstruiert. Ja. Jetzt habe ich nur verstanden, dass diese 4 Wochen total wenig Zeit ist, um wirklich, und ich habe gesagt, einmal lasse ich ihn jetzt in April für 4 Wochen, aber ich werde natürlich ausbauen. Die Überlegung ist da, ob ich dann wirklich fortlaufende Kurse anbiete, oder einen großen mache und wir alles reinnehmen. Aber das ist natürlich auch für viele erstens eine Kostenfrage. Kann ich, will ich, soll ich, ja, in mich investieren? Und das ist ja immer ein Investment in sich selbst, Ja. ja. Weil ich mache ja für meine Kinder, für meine Nachkommen den Weg frei. Und, aber klar, die Entscheidung trifft jeder. Und für mich war es dann interessanter, mehrere kleinere Kurse, die nicht so lange dauern, aber die können, wenn man will, aufeinander aufbauen. Okay, super. Aber man kann überall einsteigen, das spielt keine Rolle. Man merkt es dann: „Ah, okay, jetzt fehlt mir dieses Wissen, von da verstehe ich nicht so ganz.“ Dann muss man halt schon auch den anderen Kurs dann, wenn man möchte, machen. Okay, also du hast keine Aufnahmen, die man dann abspielen kann, wann immer man Zeit hat. Das ist alles immer live. Oder planst du irgendwann mal? Doch, es gibt Videoaufnahmen, die sind aber aktuell nur für die laufende Gruppe, Was ist, für die Teilnehmer der Gruppe. was ist da persönliche Information da, welche da rauskommt, nehme ich mal an auch. Genau, persönliche Informationen, das ist halt auch Datenschutz, was auch nicht so einfach ist, ja, weil die andere Teilnehmer sind halt da zu sehen. Langfristig gesehen wird es Online-Kurse geben, wo ich alleine zu sehen bin und werde ich das irgendwie, keine Ahnung noch wie, aber irgendwie so aufnehmen, dass nur ich zu sehen bin. Vielleicht werden diese Aufnahmen auch aus einem Live-Kurs sein. Da bin ich noch am Ausprobieren, welche Richtung ich dann gehen werde. Aber das habe ich vor, dass die Leute dann sagen: „Okay, ich gehe jetzt diesen Kurs, den mache ich selbstständig, aber zu dem anderen, da will ich schon mit Begleitung zum Beispiel.“ Das wird jetzt, Okay, ich hoffe, in der nächsten Zukunft möglich sein. okay, super. Das heißt, begleitender Kursus und selbstführender Kursus. Und wenn man jetzt Genau. von dir behandelt oder gecoacht werden möchte, ähm, dann ist das eine Stunde oder wie sieht dann das aus? Das ist immer, weißt du, unterschiedlich. Deswegen sind meine Behandlungen oder meine Sessions nie nach Stunde. Es ist immer nach Session. Weil es kann sein, dass wir 2 Stunden brauchen. Es kann sein, dass das Thema klar ist und der Klient robust ist und wir sind mit 1 Stunde durch. Das kann auch sein. Es kann aber auch sein, dass es halt eben lang geht. Und deswegen, aber du hast ja den gleichen Energieaufwand, sage ich jetzt mal, ja. Aber von der Zeit, deswegen habe ich mich entschieden, es gibt Sessionpreise und es gibt keine Stundenpreise. Okay. Ja. Und wo findet man dich, wenn man jetzt für das eine oder andere oder beides interessiert ist? Ja, man findet mich auf Instagram, auf, Facebook und auf TikTok Und findet alles man unter mich. dem Namen Irene Gonsior oder etwas anderem? Genau, Irene Guanjok Bandenheilung, genau. Okay. Immer der gleiche Name, immer das gleiche Bild, immer das gleiche Gesicht. Oh, sehr gut. Konsistenz. Ja.
Ja. Das heißt, YouTube bin ich noch nicht so weit, aber mal schauen, ja, ob also wir da noch was machen. mal schauen, ob ich zuerst mit diesem Interview auf YouTube bin. Ja, mal gucken, wer erster da ist. Ja, 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 also, genau. dann hätten wir diese 2+ Stunden erreicht, also noch mehr mit dem Fehlstart, dem technischen Fehlstart. Äh, ja, habe ich etwas vergessen, was du unbedingt noch loswerden möchtest oder was aus dir raus möchte? Ich glaube, wir haben alles. Ich habe mich jetzt mega gefreut. Jetzt sitze ich total entspannt. Wir könnten noch mal 2 Stunden dranhängen, aber da brauche ich 'n bisschen Sauerstoff hier im Raum, glaube ich. Ja, Ähm, i- aber es war mega interessant. Also wirklich, es hat mich so gefreut. War richtig schön entspannt. Ich danke dir. dann, ja, ich bin auch entspannt. Bei mir wird es langsam kalt, weil ich habe das Fenster ein bisschen offen. Also dann vielen Ja, ja. Dank und liebe Gäste, ich hoffe, das hat euch auch gefallen und bitte hinterlasst Comments und Sharings und was habt ihr gelernt? Was möchtet ihr mehr wissen? Wo habe ich vielleicht zu wenig nachgefragt und wir haben nur angeschnitten und ihr möchtet mehr wissen? Lasst das in den Comments bitte und ja, wie sagt man auf Deutsch? Schreibt der Irene und mir. Und, vielleicht möchtet ihr selber Gast sein oder was auch immer. Also, dann vielen Dank für heute und einen schönen Abend, guten Tag, guten Morgen, was auch immer. Genau. Wiedersehen. Danke dir, Olli.